Grüß Gott, schön, dass Sie im Besitz dieses Videobandes sind. Es enthält eine fast schon historische Aufnahme von Dr. Joseph Murphy und wurde aufgenommen während seiner Deutschland-Tournee 1978. Dr. Joseph Murphy ist, glaube ich, zu Recht als der große alte Mann der Wahrheitslehre, zumindest im deutschsprachigen Raum, bezeichnet worden. Er hat sicherlich am allermeisten geschrieben über positives Denken, über spirituelles Wachstum, über das Unterbewusstsein. Der Übersetzer Reverend Manfred Schmidt an meiner Seite hat Dr. Murphy schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Ich glaube, es war 1964, Manfred. Ja. Ich begrüße dich herzlich. Ich bin froh, dass du heute zu uns gekommen bist. Ich freue mich auch sehr. Manfred, wie war das damals? War das auch so ungefähr wie bei den meisten, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her? Ja, es war in einer Situation, in der ich unbedingt meine geistige Batterie wieder aufladen musste. Und da fand ich in einer metaphysischen Buchhandlung in Berlin diesen Murphy-Titel. Es war damals nur eine Broschüre, 1964. Inzwischen, dann 1970, kam ja dann sein Hauptwerk, Die Macht ihres Unterbewusstseins, in den Handel. 1968, glaube ich, kam es in den Handel, aber ich habe es 1970 erst zum ersten Mal gelesen. Ja, du warst Gott sei Dank Feuerwehr 1978, als Dr. Joseph Murphy hier gesprochen hat, und hast dann deine Fähigkeiten zur Verfügung gestellt, ihn zu übersetzen. Das war für uns alle damals ein recht großes Erlebnis, seine Interpretation der geistigen Gesetze zu hören. Und ich glaube, er ist zu Recht auch bezeichnet worden als der Meister im Vereinfachen. Denn ja, komplizierte Redewendungen und Formulierungen gibt es ja genügend, die nicht verstanden werden und somit irgendwo zu den Akten gelegt werden. Aber Murphy war eben doch in der Lage, sehr einfach etwas rüberzubringen. In der metaphysischen Literatur, in der deutschsprachigen metaphysischen Literatur, war man offensichtlich bislang der Meinung, je schwieriger und unverständlicher ein Text sei, desto besser müsste er wohl sein. Murphy hat erstmals die geistigen Gesetze simplifiziert. Er hat sie ganz einfach dargelegt, für jeden verständlich. Und das war eben sein großes Verdienst. Im deutschsprachigen Raum die geistigen Gesetze klar und deutlich dargelegt zu haben. Wie war das damals, 1964, als du zum ersten Mal von Murphy was in die Hand bekommen hast? Ich hatte 1958 drüben in Amerika schon Begegnungen gehabt. Dort gibt es zum Beispiel ein Wahrheitsmagazin in jedem Drugstore, das Science of Mind Magazin. Das hatte ich mir in einem Drugstore gekauft, auch in einem Moment, als ich es unbedingt brauchte. Und damals bin ich dann auf Bücher aufmerksam geworden. Und als ich zurückkam, suchte ich Wahrheitsliteratur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, und fand nichts Entsprechendes. Und dann wurde ich auf die Weiße Fahne aufmerksam, eine Zeitschrift, die es leider nicht mehr gibt, die inzwischen in der Esoteria aufgegangen ist. Und dort habe ich Artikel von Ernest Holmes, von Emmett Fox, von Dr. Joseph Murphy gelesen und kam 1966 mit Unity in Berührung. Das war bis dahin die einzige neugeistige Bewegung im deutschsprachigen Raum. Manfred, lass uns auf den Inhalt des folgenden Tapes zu sprechen kommen. Das ist ja eine historische Aufnahme. Sie ist in Schwarz-Weiß. Damals gab man uns noch keine Kamera in Farbe. Es gab schon etwas in dieser Richtung, aber sie waren so immens teuer, dass man sie uns nicht zur Verfügung gestellt hat. Es war eine ganz große Phase in meinem Leben speziell, als eben Dr. Murphy hier war und wir ihn hören konnten. Wie war das für dich damals? Was hast du aus dem, was er vermittelte, denn du warst ja nicht nur der Übersetzer, sondern du hast ja auch diese Wahrheiten, diese Erkenntnisse dann integriert in dein Leben. Was hast du daraus gemacht? Zunächst mal, um deine Frage nach der Begegnung mit Joseph Murphy zu beantworten. Wir hatten einen wunderschönen inneren Kontakt und ich freute mich sehr, ihm nun endlich, nachdem ich seine Bücher kannte, persönlich begegnen zu dürfen. Ich hatte vorher meinen Freund Sig Paulson mal nach Joseph Murphy gefragt und bekam die Antwort, es ist ein dynamisches, kleines, schmächtiges Männchen, aber sprühend vor Dynamik. Ja, und das war es auch. Das war mein Eindruck auch. Hier war ein dynamischer Bursche, der geradezu
vor Dynamik sprühte, ja. Das kann man so sagen. Ja. Und unser innerer Kontakt war großartig. Ja, die geistigen Gesetze, die er vermittelte ein Leben lang. Er hatte ja 30 Jahre Rundfunksendungen, hatte ja wahnsinnig viele Fernsehsendungen. Und dann kam er, so viel ich jetzt noch weiß, glaube ich, 3 Jahre hintereinander zu uns. Nicht? War das 3 Jahre? Ja, 3 Jahre. 78, 79, 80. 81 ist er dann leider, das wissen viele nicht, in die nächste Dimension weitergegangen. Ja. Wir waren ja schon Standby, es war ja schon alles vorbereitet, die Karten waren verkauft, nicht? Und du hattest schon deine Texte auswendig gelernt. Ich hatte nicht? seine Frau angerufen, auswendig lernen, brauchen wir da nichts. Ja. Ich hatte seine Frau angerufen, denn er hatte abgesagt, schriftlich abgesagt und hatte das damit begründet, dass es alles in göttlicher Ordnung sei. Ja. Everything in divine order. Ja. Und das ließ schon darauf schließen, dass er nicht nur diesen Termin abgesagt hatte, sondern überhaupt nicht mehr kommen würde. Und als ich die Jean anrief, sagte sie mir, vor 3 Tagen ist Joseph in die nächste Dimension gegangen. Ja. Aber er hatte sich jede Art von Trauerfeier verbeten. Er sagte, es ist absolut kein Grund zum Trauern, wenn ein Mensch in die nächste Dimension geht. Ja, und jetzt, lieber Zuschauer, empfehlen wir Ihnen, dieses Tape in Ruhe anzuhören, eventuell sogar 2 oder 3 Mal. Es sind fundamentale Wahrheiten auf diesem Band. Und wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie Reverend Manfred Schmidt anschreiben oder auch mich. Manfred, du bist ja nebenbei auch noch Leiter des CPS nennt es sich, der frühere Murphy-Freundeskreis. Wir mussten unseren Namen ändern in Zentrum für Persönlichkeitsentfaltung und Selbsthilfe, weil nach dem deutschen Vereinsgesetz wir die Gemeinnützigkeit, wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir hätten die Gemeinnützigkeit nicht bekommen, wenn es, wie es so schön heißt, personenbezogen geblieben wäre. Also rein formelle Rechte. Eine rein formal juristische Angelegenheit. Zentrum für Persönlichkeitsentfaltung und Selbsthilfe, früher Freundeskreis Dr. Joseph Murphy, hier in München, Morgenrothstraße 13 in 8000 München 80. Wir haben zur Sicherheit nochmal den Titel eingeblendet. Viel Vergnügen jetzt bei dem Vortrag von Dr. Joseph Murphy. For his contribution to humanity, for his outstanding counseling service to thousands of people in Germany, for his outstanding application to the laws of the cosmos and to the way of the Holy Spirit, and for his love of humanity, and for his dedication and devotion to the truth and the propagation of the truth. It is my great pleasure and also honor as director of the Divine Science Organization in Southern California and also the International Divine Science Movement to confer the honorary degree of Doctor of Divine Science on Dr. Freytag. Für seinen Beitrag zur Entwicklung der Menschheit, für seine geistige Beratung, die er Tausenden von Menschen zuteil werden ließ, für seine wirklich außerordentliche, für seinen außerordentlichen Beitrag, die Gesetze der Wahrheit und des Kosmos anzuwenden und die Wege des Heiligen Geistes, für seine Liebe für die Menschheit und für seine Ergebung und für seine Ergebung für die Verbreitung der Wahrheit in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, ist es mein großes Vergnügen, im Namen der Internationalen Divine Science Organization und als Direktor der Divine Science in Southern California
ist es mein großes Vergnügen, mir eine große Freude, Herrn Freitag den Grad eines Ehrendoktors der Divine Science zu verleihen. Völlig überrascht und ganz gerührt. Sorry. Und möchte dazu und kann dazu gar nicht sagen. Jetzt muss ich erstmal setzen lassen. Dankeschön für den Applaus. Murphy. A joy and privilege. There are healings all over the world. Heilungen finden überall auf der Welt statt. At Shinto shrines, Buddhistic shrines, and shrines all over the world. In Shinto-Schreien, in buddhistischen Schreien und in Schreins überall auf der Welt. Anyone who wants to think at all realizes there must be a principle behind it all. Und jeder, der denken kann, ist sich darüber klar, dass hinter allem ein Prinzip am Werk sein muss. There's only one healing power. Es gibt nur eine einzige heilende Kraft. Not 2 or 3 or 1,000. Und nicht 2 oder 3 oder 1000. All healing is spiritual. Jegliche Heilung ist spirituell. We have crackpots that say we mustn't go to a doctor. Wir haben einige Irre, einige Verrückte, die sich einbilden und die vor allen Dingen predigen, man sollte niemals zum Arzt gehen. That's stupid beyond words. Das ist blöd, das ist albern und unwert. You read in the 38th chapter of Ecclesiasticus. Wir lesen im 38. Kapitel der Ekklesiasten. Not Ecclesiastes. Ecclesiasticus. Im Ekklesiastikus. It's a part of the Apocrypha. Es ist ein Teil der Apokalypse. Just as authentic as any other part of the Bible. Und es ist genauso authentisch wie jeder andere Teil der It Bibel. says, honor the physician, Es heißt, ehre den Arzt, for the Lord hath created him, denn das Gesetz hat auch ihn erschaffen. and there are healings at his hand. Und die Heilung geschieht durch seine Hand. It says also that the Lord created the healings also in herbs. Es sagt gleichzeitig, dass der Herr auch die Heilung erschaffen hat, He created medicines out of the earth. dass er selbstverständlich auch aus der Erde heraus die Medizin And be erschaffen hat. sure that you do not reject them. Und seien Sie sicher, dass Sie das nicht zurückweisen. For all healing is of the Most High. Denn jegliche Heilung geschieht durch den Allerhöchsten. The Bible says, I am the Lord that healeth thee. Die Bibel sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. The Bible says there are many healings at the doctor's hand. Und die Bibel sagt gleichzeitig, viele Heilungen geschehen durch die Hand des Arztes. It says, give place to the physician when you need him. Und sie sagt auch, verlangen nach dem Arzt, wenn du ihn brauchst. The voodoo doctor in South Africa gets healings. Der Voodoo-Doktor in Südafrika, das sind Medizinmänner, erreichen ebenfalls Heilungen. The primitive kahuna in the Hawaiian Islands, he gets healings also. Ebenso die primitiven Kahunas auf den hawaiischen Inseln haben ebenfalls Heilungserfolge. There is but one healing power. Es gibt ja nur eine einzige heilende Kraft. And according to our faith is it done unto us. Und nach unserem Glauben geschieht uns. If your object of your faith be true or false, it's Wenn- the object of your faith. Es ist das Objekt unseres Glaubens, wahr oder unwahr zu sein. This is why you can be healed by bones of saints. Und aus diesem Grunde kann man selbstverständlich auch geheilt werden durch die Knochen irgendeines Heiligen. Relics, amulets, and charms. Irgendwelchen Reliquien, Amuletten und irgendwelchen anderen Talisman. If a person thinks it's a bone of a saint, Wenn eine Person der Meinung ist, dass die Knochen eines Heiligen, even in those some places it has been replaced by the bone of a dog.
Und obwohl es schon vorgekommen sein soll, dass diese sogenannten Knochen eines Heiligen durch die Knochen eines Hundes ersetzt worden sind. Believing the dog's bone is that of a saint, they get a healing just the same. Und die Leute wurden selbstverständlich auch geheilt, denn sie wussten ja nicht, dass der Knochen ausgetauscht worden war und sie bildeten sich ein, dieser Hundeknochen sei der Knochen eines Heiligen. Spiritual healing is the combined use of your conscious and subconscious mind scientifically directed. Spirituelle Heilung ist die kombinierte, die zusammengefasste Anwendung ihres Bewusstseins und Unterbewusstseins. In a hospital in Arizona, there were 15 paralyzed people. In einem Hospital in Arizona waren einmal 15 paralysierte, also gelähmte Menschen. Completely paralyzed for 15 years. Seit 15 Jahren völlig gelähmt. A snake came in the window. Und eine Schlange kam durch das Fenster. The snake was the only occupant of the ward in 30 seconds. Und innerhalb von 36 Sekunden war diese Schlange nur noch das einzige Lebewesen, was sich auf der Station befand. The power was always there. Why did they have to wait for a snake? Die Kraft, die heilende Kraft war von jeher dort. Warum musste man nun auf die Schlange warten? The spirit in you cannot be paralyzed. Der Geist in ihnen kann nämlich nicht gelähmt werden. Let me tell you about a woman who was paralyzed because she saw her husband shot in front of her eyes. Ich möchte Ihnen von einer Frau erzählen, die gelähmt wurde, weil sie mit ansehen musste, wie ihr Ehemann vor ihren Augen erschossen wurde. It was a psychological paralysis. Es war eine psychologische Lähmung. Give her a simple technique. Ich gab ihr eine ganz einfache Technik. To imagine and feel that she was now swimming. She was a great swimmer. Ich habe ihr nämlich geraten, sich vorzustellen und es regelrecht zu fühlen, dass sie schwimmen würde. You feel the chill of the water. It's real. Und ich habe ihr gesagt, Sie fühlen jetzt das kalte Wasser. Es ist wirklich. She's riding horseback and she touches the mane of the horse. It's all real. Und ich habe gesagt, Sie reiten ein Pferd und Sie berühren den Rücken des Pferdes. Es ist alles wirklich. She doesn't see herself on a horse. She is on the horse. Und sie sah sich nicht nur auf einem Pferd, sondern sie war auf einem Pferd. She feels the tangibility of the stirrups, the naturalness of it, and the reality of it. Sie hat die gesamte Wirklichkeit empfunden. That's right. As she continued to imagine herself doing what she longed to do. Als sie nämlich damit fortfuhr, sich das vorzustellen, was sie tun wollte. It was gradually sinking into her subconscious mind. Und das schließlich sank in ihr Unterbewusstsein. She had a son in India, Sie hat einen Sohn in Indien, the only son. ihr einziger Sohn. It was arranged that he would call at a certain hour in the day. Und sie haben ein Arrangement getroffen, dass er sie anrufen würde zu einer bestimmten The Tageszeit. nurses were told not to answer the phone, Und den Schwestern wurde eingeschärft, nicht an das Telefon zu gehen. and she was told that he would call at this hour, 12 o'clock. Und ihr wurde gesagt, dass ihr Sohn um 12 Uhr anrufen würde. She had been conditioning her subconscious mind to work for 1 month. Sie hat ihr Unterbewusstsein programmiert praktisch, also ihr Unterbewusstsein vorbereitet, einen Monat lang zu laufen. The phone rang and rang. Das Telefon klingelte und klingelte. She knew it was her son. She got up and walked to the phone Sie wusste, dass es ihr Sohn war und sie stand auf und konnte zum Telefon laufen. and walked for 20 years afterwards. Und seither sind 20 Jahre vergangen, seitdem kann sie gehen. Speaking to Dr. Hamlin in London some years ago. Henry Thomas? Henry Hamlin. Yes. Ich habe mit Henry Thomas Hamlin in London gesprochen vor einigen Jahren. He told me that there was a man a few doors away from him who had poliomyelitis and was crippled all his life. Und er hat mir von einem Mann erzählt, der in seiner Nachbarschaft wohnte, der Polio hatte und der sein ganzes Leben lang ein Krüppel war. He had 2 sons, Er hatte 2 Söhne. and a fire took place in the home. Und in seinem Heim brach ein Feuer aus. He threw away his crutches, put the 2 sons on his shoulders, and ran down the stairs.
Er hat seine Krücken weggeworfen, hat seine 2 Söhne auf die Schulter genommen und rannte die Treppe runter. That power was always there. Die Kraft nämlich war immer da. He was too lazy to use it. Er war nur zu faul, sie zu gebrauchen. No one ever told him about the inner power. Niemand hat ihm jemals etwas über die innere Kraft gesagt. He was lifting a big trunk when the fire brigade came. Und als die Feuerwehr kam, hat er einen schweren Koffer angehoben. He was completely healed and walked for 40 years afterwards. Und auch er war vollkommen geheilt und ist noch 40 Jahre danach gelaufen. The idea to save the lives of his son at all costs seized the mind. Der Gedanke, dass er das Leben seiner beiden Söhne um jeden Preis retten musste, hat etwas in seinem Geist verursacht, in Bewegung gesetzt. And all the power of the Godhead flows to that focal point of attention. Und die gesamte göttliche Kraft fließt zu diesem bestimmten Punkt der Aufmerksamkeit, nämlich dass er seine Söhne retten musste. The power that moves the world is within man. Die Kraft, die die Welt bewegt, ist im Menschen. You can hypnotize a man and tell him he's paralyzed, and he is. Man kann einen Menschen hypnotisieren und ihm erzählen, er sei paralysiert, und dann wird er es sein. Common sense tells you that omnipotent spirit can't be paralyzed. Und der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass die allgegenwärtige Kraft niemals paralysiert werden kann. Nothing to oppose it, challenge it, or thwart it. Es gibt nichts, was dieser Kraft entgegengesetzt werden kann, was diese Kraft herausfordern kann. The Bible calls this touching the hem of his garment. Und die Bibel nennt das seinen Rocksaum berühren. Who touched me? I feel virtue or healing goes out of me. Who touched me? I feel virtue has gone out of me. Biblical. That's biblical. Yeah. Ah, ja. Wer mich berührt, jetzt muss ich das, ich habe diesen Bibelspruch jetzt im Moment nicht parat, ich muss es also so übersetzen. Wer mich berührt, may I have it again, please? Virtue has gone out of me. Who touched me? Virtue has gone out of me, meaning whoever touches the Spirit, the healing power flows in response. Ja. Right. Wer mich berührt, der berührt die Tugend, die von mir ausgeht. Die geistige Kraft. Yes. One time on a plane to India, zu einer Zeit, als ich im Flugzeug saß, im Flugzeug war, nach Indien unterwegs. To India, a woman came on the plane hiccuping, hiccups, you know. Und eine Frau kam, war im Flugzeug, die hatte einen Schluck auf. She was hiccuping all the way down the aisle. Und sie kam den Mittelgang des Flugzeuges hinunter und hatte immer einen Schluck auf in der ganzen Zeit. She had taken morphine, barbital, barbiturates and other things, no effect. Sie hat Morphium genommen, sie hat andere Beruhigungsmittel genommen und es hatte nicht gewirkt. She had tried all form of therapy. Sie hatte jede nur mögliche Art der Therapie versucht. She's had the hiccups for 2 days. Sie hatte seit 2 Tagen ununterbrochen einen Schluck auf. An Indian woman sat next to her. Eine indische Frau saß neben ihr. And she said out loud, "You stole my purse." Und sie sagte ganz laut, Sie haben meine Geldbörse gestohlen. All the people on the airplane looked at her. Und alle Menschen im Flugzeug sahen sie an. It was a terrible shock to her. Und es war ein furchtbarer Schreck für sie. And she began to whisper, "I didn't steal it." Und sie flüsterte, ich habe es nicht gestohlen. And she talked normally. Und sie sprach normal. And the woman said, "Honey, you're healed now?" Und die Inderin sagte, nun Honey, sind Sie jetzt geheilt? Every medical doctor, including our Dr. Freitag here, knows that in the presence of shock, emergency, or a great fright, the power of God is released. Jeder Arzt, jeder Doktor und eingeschlossen unser Dr. Freitag hier weiß, dass in dem Moment, wo ein großer Schreck durchfährt, plötzlich sich alles verändert und eine plötzliche Heilung einsetzen kann. Their attention is diverted from their problem. Die Spannung wird nämlich vom Problem fortgeleitet. And they're thinking of the solution.
Und man denkt an die Lösung. And all the power of God flows to that focal point. Und die gesamte göttliche Kraft fließt zu diesem bestimmten Punkt. A preacher, friend of mine, Ein Prediger, ein Freund von mir, went to a local doctor. ging zu einem Arzt in seiner Stadt. He said he had to give a talk before 1,000 people. Und er sagte, ich muss jetzt vor einer Menge von 1000 Menschen sprechen. He had lost his voice. Er hat seine Stimme verloren. The doctor had some sense. Und der Arzt hatte gesunden Menschenverstand. He looked at his throat. Er hat sich den Hals angeschaut. He began to probe with instruments. Er hat mit Instrumenten im Hals Untersuchungen angestellt. He was a psychosomatic doctor. Und er war ein psychosomatischer Arzt. Psyche means the soul. Und psychisch heißt ja Seelenarzt zu sein. And soma means the body. Und Soma bedeutet Körper. Nothing happens in the body except it first takes place in the mind. Nichts geschieht im Körper, was nicht zuvor im Geist geschehen ist. He began to swab the throat. Er fing damit an, den Hals auszupinseln. After taking the instruments out, Nachdem er die Instrumente wieder rausgenommen hatte, he said, "Now you're all right." sagte er, so, nun sind Sie in Ordnung. Do you know what that doctor used? Und wissen Sie, was der Arzt gebraucht hat? Distilled water. Destilliertes Wasser. Used no medication. Er hat überhaupt keine Medizin angewandt. He knew it was all fear, apprehension on his part. Und er wusste selbstverständlich, dass in diesem Fall es sich nur um Furcht und Anspannung gehandelt hat, um nichts anderes. Fear constricts the muscles. Und selbstverständlich, Furcht lähmt die Muskeln. All disease is a lack of peace. Jegliche Art von Leiden, von Krankheiten ist ein Mangel an Frieden. No matter what the problem is, no matter what the difficulty is. Ganz gleich, wie das Problem aussieht oder wie die Schwierigkeit aussieht. It's a group of negative thoughts, Es ist eine Gruppe negativer Gedanken, charged with fear and superstition, die erfüllt sind von Furcht und Aberglauben lodged in the recesses of the subconscious mind. und die herumlungern im hintersten Winkel des Unterbewusstseins. All forms of therapy are good. Alle Formen der Therapie sind selbstverständlich gut. The quickest, surest, safest way is prayer. Aber der schnellste, der sicherste und der, ja, safe ist es auch sicher, sicherste Weg ist Gebet. This is why you're told the truth shall set thee free. Und deshalb wird uns gesagt, die Wahrheit soll euch frei machen. Prayer is very simple. Gebet ist furchtbar einfach. It's filling your subconscious mind with the truths of God. Es erfüllt nämlich ihr Unterbewusstsein mit der göttlichen Wahrheit. The same yesterday, today and forever. Das gleiche gestern, heute und für immer. And these truths neutralize and obliterate all the negative patterns. Und diese Wahrheiten neutralisieren und löschen alle negativen Denkformen aus. Then the embodiment or the trouble must disappear. Und dann muss die entstandene Schwierigkeit muss dann verschwinden. You eradicate the cause. You eradicate the cause. Ja, weil wir ja damit die Ursache ausgelöscht haben. The lower is subject to the higher vibration. Die niedere Vibration, die niedere Schwingung wird immer überwunden durch eine höhere Schwingung. Hundreds of thousands of cells are dying every second right here. Hunderte von Tausenden von Zellen sterben in jeder Sekunde, und zwar direkt auch hier. As you spiritualize your thoughts, Wenn Sie Ihre Gedanken spiritualisieren, geistig, the cells take on a spiritual overtone. dann nehmen die Zellen Ihres Körpers diesen spirituellen Overton an. They no longer take over the diseased, soaked patterns. Sie nehmen nicht länger die kranken Denkmuster an. That's the basis of all healing. Und das ist die Basis, die Grundlage jeglicher Heilung. You have a new body every 11 months. Wir haben
Alle 11 Monate bildet sich bei uns ein neuer Körper. The body you're going to have in the next few months is in the grocery stores. Der Körper nämlich, den Sie in den nächsten Monaten haben werden, der ist jetzt noch im Lebensmittelgeschäft. And the Bible says, go thy way and eat thy food with joy. Die Bibel sagt ja auch, gehe deines Weges und iss deine Nahrung mit Freude. Then it's transmuted into beauty. Dann wird es sich verwandeln in Schönheit. You can eat the choicest food in the world. Sie können die exquisitesten Nahrungsmittel oder Delikatessen der Welt zu sich nehmen. Use all your vitamins. Sie können alle ihre Vitamine zu sich And nehmen. minerals. Und Mineralien. And the herbs grown under the new moon. And the herbs grown under the new moon. Und, Crackpots, you know. Yeah. und die Kräuter, pardon. Ja, die Herbs. Und die Kräuter, die also in der Neumondnacht wachsen. And if you're resentful, hateful, or full of condemnation, that food will be turned into poison. Wenn Sie aber Ressentiments in Ihrem Geist haben oder hasserfüllte Gedanken oder furchterfüllte Gedanken, dann wird sich diese Nahrung in Gift verwandeln. What we need is the bread of heaven, Was wir benötigen, ist das Brot des Himmels. the bread of peace, of harmony, love, and goodwill. Das Brot des Friedens, der Harmonie, der Liebe und des guten Willens. That's why your Bible says, Lord, evermore give us this bread. Und deshalb sagt die Bibel, unser täglich Brot gib uns heute. It's not bread on the table. Es ist nicht nur Brot auf dem Tisch. Better a dinner with bitter herbs. Better a dinner. Es ist besser, ein Dinner zu haben, also ein Abendessen zu haben mit bitteren Kräutern, than an ox where envy and hatred dwells. als einen Ochsen, in dem Hass innewohnt. Solomon is saying, you can eat the choicest food in the world, and if you do not eat it with joy, disease follows. Salomon sagte, sie können die ausgesuchtesten Nahrungsmittel der Welt zu sich nehmen, wenn sie es nicht mit Freude essen. If you don't eat it with joy, what was the black Eat it with joy, you're in trouble. dann haben sie Schwierigkeiten. Go thy way, you're told specifically. Eat thy food with joy, with thanksgiving. Gehe deines Weges, wird uns gesagt, iss deine Nahrung mit Freude und mit dem Gefühl der Dankbarkeit. Then it's transmuted into beauty, order, symmetry, and proportion. Dann verwandelt es sich in Schönheit, in Ordnung, in Symmetrie, also in Gleichmäßigkeit and proportion. And that is why Job says, in my flesh or body shall I see God or harmony made manifest. Und deshalb hat Hiob gesagt, in dem Fleisch meines Körpers sehe ich Gott. It's impossible to have a sick body in a healthy mind. Es ist unmöglich, einen kranken Körper und einen gesunden Geist zu haben. You can play on your body a melody of God or a hymn of hate. The body does not care. You can play on your body a melody of God. Sie können an ihrem Körper eine Melodie Gottes spielen. Or you can play on it a hymn of hate. Oder Sie können selbstverständlich eine Hymne des Hasses spielen. Your body is molecular. It's molecular. It's full of vibration. Ihr Körper ist voller Schwingungseinflüsse, voller Schwingungen. Your body is waves of light. It's not solid at all. Nein, unser Körper besteht ja doch aus Lichtwellen. Er ist ja doch keine kompakte, keine solide Masse, wie wir glauben. Some years ago, I went to an island in the Pacific. Vor einigen Jahren besuchte ich eine kleine Insel im Pazifik. Bermuda, perhaps you've been there. Bermuda. Bermuda. I met a man who was 100 years old. Und ich habe einen Mann getroffen, der 100 Jahre alt war. He ate everything on the table. Er hat alles gegessen, was auf den Tisch kam. He smoked 2 packages of cigarettes a day. Er hat 2 Packungen Zigaretten täglich geraucht. Drank a pint of whiskey every day. Hat eine Pint, das entspricht fast einem Liter. And he loved the women. And He loved the women. Und er mochte die Frauen.
What's wrong with that? I asked him the secret of longevity. Und ich habe ihn nach seinem Geheimnis dieser Langlebigkeit gefragt. Well, he said, it's very simple. Das ist furchtbar einfach. He said, I have no grudges, no peeves, no resentment, no hatred. Er sagte, ich habe nichts gegen andere und ich hasse nicht und ich habe keine Ressentiments. Every time, he said, when I open my eyes in the morning, Jedes Mal, wenn ich am Morgen meine Augen öffne, I say, this is the day the Lord hath made. Rejoice and be glad in it. Biblical. und dann sage ich, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich darinnen sein. Then he said, I say for about 10 or 15 minutes every morning, Und das sage ich etwa 10 oder 15 Minuten lang jeden Morgen. the rejuvenating, revitalizing power of God Almighty Die erneuernde und verjüngende Kraft des allmächtigen Gottes flows through me like a golden river, durchfließt mich wie ein goldener Fluss. vitalizing, transforming every atom of my being. Sie vitalisiert und transformiert jeden Teil meines Seins, So that every atom of my being sodass jeder Atom meines Seins, dances to the rhythm of the eternal God. sodass jeder Atom meines Seins zum Rhythmus des ewigen Gottes tanzt. He found the secret of life. Er hat das Geheimnis des Lebens entdeckt. Secret of life is joy, Das Geheimnis des Lebens ist Freude, inner peace, innerer Frieden. the invisible ingredient. Das sind die unsichtbaren Ingredienzen, die In the uns National, in the National Geographic magazine, a worldwide magazine, In dem National Geographic Magazine, das ist ein bekanntes amerikanisches geografisches Magazin, there was an article some years ago da war vor einigen Jahren ein Artikel by a professor from Harvard, bei einem Harvard-Professor. a medical doctor, a distinguished scientist on nutrition. Er war ein Mediziner und war ein anerkannter Wissenschaftler über der Ernährungswissenschaft. He went to the Hunza territory near Nepal. Er ist in das Hunza-Territorium gefahren, in der Nähe von Nepal In the south of Russia and the south of und in den Süden Russlands. He found people 110, 135, and some 150 years of age. Und er hat Menschen getroffen, die 110, 135 und einige sogar 150 Jahre alt waren. They all sit around the table, Und sie alle setzten sich um einen Tisch herum, they drink vodka, sie tranken Wodka all kinds of wonderful food. und sie aßen, was ihnen But schmeckte. he said their diet is contrary to all the laws of hygiene or diet that we know of in the Western world. Und dieser Arzt hatte festgestellt, dass die Ernährung dieser Menschen im Gegensatz zu all den Erkenntnissen stand, die die Ernährungswissenschaft überhaupt jemals zusammengetragen hatte. They don't seem to know anything about the calories that we have established. Und sie scheinen sich auch keinerlei Gedanken über die Kalorien zu machen. He cites the story of one woman, 135 years old. Und er zitiert die Geschichte einer Frau, die 135 Jahre alt war. She's smoking all the time. Die hat ununterbrochen geraucht. He said, how many cigarettes do you smoke? Und er fragte die Dame, wie viele Zigaretten She said, rauchen 2 packages a day, she said. sie? Und sie sagte, ja, 2 Packungen am Tag. And then she has vodka for breakfast. Und sie hatte sogar Wodka zum Frühstück. And he said they had tumblers of wine for every meal. Und da sind also Krüge voller Wein zu jeder Mahlzeit. He said he had to drink so much wine he was drunk. Und er sagte, also dieser Arzt sagte, er hatte also so viel Wein trinken müssen aus Höflichkeit, er war also voll trunken jederzeit. He found some women and some men in the fields working, 120, 125 years old. Und er hat Männer und Frauen getroffen, die auf dem Feld gearbeitet haben, die waren 120 und 125 Jahre alt. What was the invisible ingredient? Und was war denn die unsichtbare Zutat? Inner peace, Innerer Frieden. equanimity, Equanimity. serenity, Oh, ja, Serenität, also innere Heiterkeit. goodwill, Guter Willen. and the laughter of God. Und das Lachen Gottes. Full of laughter. Voller Lachen. The only being in all the world who can laugh is man. Und das einzige Wesen auf der ganzen Welt, das lachen kann, ist der Mensch. The reason for that is that God placed it in man so he'd get rid of his arrogance and pride.
Der Grund dafür ist, dass Gott dieses Lachen in den Menschen gepflanzt hat, damit er seine Abstammung beiseite It's the legen kann. finest way in the world to release tension. Und das ist der wunderbarste Weg, die wunderbarste Art auf der Welt, um Spannungen loszuwerden. Anyone can begin to synchronize with God's river of peace. Jeder ist in der Lage, sich synchron zu schalten mit dem Fluss Gottes, mit dem Friedensfluss Gottes. A wonderful exercise every morning would be the Psalms of God. Eine wunderbare Übung an jedem Morgen wären die Psalmen Gottes. The greatest prayers in all the world are in the Psalms. Die größten Gebete auf der ganzen Welt sind in den Psalmen enthalten. Nothing in all the world equals them. Und nichts auf der ganzen Welt kommt ihnen gleich. There are certain Psalms Es gibt gewisse Psalmen, that people all over the world have used. die von Menschen auf der ganzen Welt angewandt wurden. These Psalms prevented them from the mouth of lions. Und diese Psalmen bewahrten sie vom Rachen des Löwen, From shipwreck, von Schiffsuntergängen, Schiffbruch, so-called incurable diseases, von sogenannten unheilbaren Krankheiten, mountainous deaths, von Bergen des Todes yeah, and fires on the ship. und vom Feuer auf dem Schiff. These experiences are in what we call the Akashic record. Und diese Erfahrungen sind niedergelegt in dem, was wir die what record? Akashic record. It's universal subconscious mind. Die von der universellen, vom universellen Bewusstsein, im universellen Bewusstsein gespeichert sind. In other words, these experiences of people all over the world are recorded, impregnated, indelibly written in the subconscious mind of the world, universal subconscious. Diese Erfahrungen aller Menschen sind dem kollektiven Unbewussten auf der ganzen Welt aufgeprägt worden. You know, it is written, there's nothing lost in all my holy mountain. Es steht ja auch geschrieben, nichts geht verloren auf meinem heiligen Berge. Therefore, when you use these psalms Deshalb, wenn wir die Psalmen anwenden, with reverence and adoration, wirklich mit Hingebung und Adoration, Verehrung, with veneration for things divine, mit dem Verständnis für göttliche Dinge, you're tapping the same experience that these people had. dann berühren sie die gleichen Erfahrungen, die diese Menschen seinerzeit hatten. And people are protected in miraculous ways. Und die Menschen sind beschützt auf wundervolle Wege. It's far better, of course, to know the inner meaning. Es ist selbstverständlich viel besser, die innere Bedeutung zu kennen. But even if you don't, you'll get marvelous results nevertheless. Aber auch wenn Sie die innere Bedeutung nicht kennen, werden Sie trotzdem wunderbare Resultate erzielen. Here are the psalms that you should use. Hier kommt der Psalm, den Sie anwenden sollten. 23rd, Der 23., 27th, der 27., the first psalm, der 1., the 91st, der 91., the 100th psalm, der 100. and the 39th psalm. und der 39. And the 37th psalm, everybody needs it. Und der 37., den braucht nämlich jeder. And you'll find wonders happening in your life. Und Sie werden feststellen, dass sich in Ihrem Leben Wunder ereignen I werden. talked to a woman who was jaded and bored and frustrated. Ich habe mal mit einer Frau gesprochen, die sich langweilte und die frustriert war. Did you ever hear a person say, I'm bored to death? Haben Sie jemals gehört, dass ein Mensch zu Ihnen gesagt hat, ich langweile mich zu Tode? That person is looking down on others. Diese Person schaut auf andere herab. When you look down on others, you're looking down on yourself. Wenn Sie auf andere herabsehen, dann sehen Sie auf sich selbst herab. You're demeaning and demoting yourself from all angles.
dann setzen sie sich selbst herab und sie schauen auf sich selbst herab von jedem, aus jeder Ecke. Everybody is an epitome of the divine. Denn jeder ist ja ein Ebenbild des Göttlichen. This woman had pains and aches and conflicts. Diese Frau hatte Schmerzen und hatte Schwierigkeiten, körperliche Schmerzen und Konflikte. Where peace is, there is no pain. Wo Frieden herrscht, gibt es keinen Schmerz. Where love is, there is no cancer. Und wo Liebe herrscht, gibt es keinen Krebs. Peace and pain do not dwell together. Frieden und Schmerzen gehen nicht zusammen. Harmony and discord do not live together. Harmonie und seelische Störungen können nicht zusammengehen. When you say divine law and order governs my life, Wenn Sie sagen, göttliche Ordnung und göttliches Gesetz und göttliche Ordnung beherrschen mein Leben, you can't be on a train that gets wrecked. dann können Sie auch niemals sich beispielsweise auf einem Zug befinden, der in ein Unglück verwickelt wird. For the simple reason harmony and discord do not dwell together. Aus dem einfachen Grunde, weil Harmonie und Störungen nicht zusammenpassen. You can't be in an old car that coughs and stops on the freeway. Sie können auch nicht sich in einem alten Auto befinden, das anfängt zu husten und dauernd auf der Autobahn anhält. You can't be married to the wrong man. Sie können auch niemals mit dem falschen Partner verheiratet sein. And you can't be broke. Und Sie können niemals pleite sein. That's not divine law and order. Das ist nämlich kein göttliches Gesetz und Ordnung. You can't be frustrated, neurotic or insane. Sie können auch nicht frustriert sein und können auch nicht irre werden. It's heaven's first law. Das wäre nicht das göttliche Gesetz des Himmels. Your greatest prayer is divine law and order governs my life through divine love. Ihr größtes Gebet ist, göttliches Gesetz und göttliche Ordnung beherrschen mein Leben. Use it all the time. Gebrauchen Sie es immer. This woman's nerves, she said, were jangled. She was suffering from insomnia. Und diese Frau litt unter Insomnia, just a minute. Lack of sleep. Schlaflosigkeit, lack of sleep, right. So, diese Frau litt unter Schlaflosigkeit. There was nothing wrong with her nerves, but she was sending the wrong vibration through the nerves. Es war ganz ohne Zweifel mit ihr nicht, dass etwas mit ihren Nerven nicht in Ordnung gewesen wäre. Sie hat nur die falschen Schwingungen ihren Nerven geschickt. The cure was very simple. Die Heilung war recht einfach. She had lots of money. What I said was jaded and bored because she was not expressed. Sie besaß sehr viel Geld, aber sie langweilte sich, weil sie sich nicht zum Ausdruck brachte. Women who were not expressed fill doctors' offices. Und Frauen, die sich nicht zum Selbstausdruck bringen können, füllen die Wartezimmer der Ärzte. Many women don't belong in the kitchen at all. Es gibt eine ganze Menge Frauen, die durchaus nicht in die Küche gehören. They're artistic, they're musical, they're maybe singers and so on. They seek to express themselves. Sie können künstlerisch tätig sein, sie können musizieren und also musikalische Begabung haben. Sie brauchen eine Möglichkeit, um diese Begabungen zum Ausdruck zu bringen. When the old man says you must stay home, Und wenn ihr Alter sagt, nein, du hast zu Hause zu bleiben, it costs him a small fortune. He has to pay Dr. Freitag a lot of money. und das hat diesen Knaben einen Haufen Geld gekostet, denn er hatte ziemlich viel Geld an Dr. Freitag zu bezahlen. I'm trying to put him out of business. But that is so true. Das könnte ihm wahrscheinlich sogar sein Geschäft ruiniert haben. If the husband had any sense at all, Wenn dieser Ehemann überhaupt nur ein bisschen gesunden Menschenverstand gehabt he hätte, would know that if his wife doesn't express her inner talents, she'll become a neurotic, sick, or get some disease. dann hätte er wissen müssen, dass wenn seine Frau nämlich nicht die Möglichkeit hat, ihre Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen, dass sie neurotisch wird und dass sie alle möglichen Krankheiten bekommt und schließlich auch psychisch leidet. This is why we have so many women in America who are silent drinkers. They're alcoholics. Deshalb haben wir in den Vereinigten Staaten so viele Frauen, die so stille Trinker sind. They're not Alkoholiker. expressed. Die
können sich nicht, haben keine Möglichkeit, sich zum Ausdruck zu bringen. You're here to release the inner powers and the talents within you. Wir sind hier auf der Welt, um unsere innere Kraft freizusetzen und um unsere Talente zu gebrauchen. This woman was interested in music. Diese Frau interessierte sich für Musik. She was also interested in flowers. Und sie interessierte sich für Blumen. I said, go out and take a course on flowers and arrangements of flowers. Und ich habe gesagt, dann gehen Sie mal und belegen Sie einen Kursus über Blumen und über Blumenarrangements. Give lectures at women's clubs. Und halten Sie Vorträge in Frauenclubs. Most women don't know how to decorate their homes. Denn viele Frauen würden es begrüßen, wenn sie etwas darüber lernen würden, ihr Heim zu dekorieren. Immediately she got absorbed and engrossed in flowers. Und sofort begann sie damit, praktisch darin aufzugehen in Blumen und She got interested in nature and the beauty of nature. Sie interessierte sich plötzlich jetzt für Natur und für die Schönheit der Natur. And her whole mind was transformed. Und ihr gesamtes Gemüt wurde transformiert, wurde verändert. Don't you know that in England for many years, 70 or 80 years, they've taken people who are insane and placed them out in the gardens. In England war es üblich, 70 Jahre lang, dass man Leute, die irre waren, die also geisteskrank waren, dass man die draußen in die Gärten gesetzt hat. Arrangement of flowers and trees because they're dealing with harmony and beauty of nature. Und man hatte sie dazu angeleitet, Blumen zu arrangieren, denn da hatten sie plötzlich mit der Schönheit der Natur zu tun. It's reordering the disturbed neurotic mind. Und das brachte das gestörte Gemüt wieder in Ordnung. Emerson, America's greatest philosopher, Emerson, der größte Philosoph Amerikas, he was dying of tuberculosis. starb an Tuberkulose. He wrote articles on nature. Er schrieb Artikel über die Natur. The trees, the flowers, the stars, the sun, the moon, everything appertaining to nature. One of the most beautiful things he wrote. Die Bäume, die Blumen, die Sterne, alles was mit der Natur zu tun hat, ist eine der schönsten Dinge, die er geschrieben hat. He was filling his mind with beauty, order, symmetry and proportion. Er hat seinen Geist mit Schönheit erfüllt, mit Ordnung, mit Symmetrie, also mit Gleichmäßigkeit und mit guten, schönen Proportionen. He had a complete healing. Er erfuhr eine vollkommene Heilung He lectured all over the world. und er hielt Vorträge auf der ganzen Welt. Passed on over his 80s. Und als er schließlich weiterging, also schließlich starb, war er über 80. Very simple also, they take these patients in the winter time and they have them make toys, purses, chairs. Im Winter beschäftigt man diese Patienten damit, dass sie Spielzeug herstellen. And dolls for girls, you know. Puppen für Mädchen. These people are using a saw, they're using a compass, they're using instruments which bring about order in their mind. Und diese Menschen gehen mit Sägen um, gehen mit einem Kompass um oder mit anderen Messinstrumenten und bringen somit Ordnung in ihr gestörtes Gemüt. You know, the man went to a psychiatrist and he said, I'm losing my memory. Ein Mann ging einmal zu einem Psychiater und sagte, ich bin dabei, mein Gedächtnis zu verlieren. I can't remember anything anymore, he said. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. What'll I do? Was soll ich tun? The psychiatrist said, you have to pay first. Daraufhin sagte der Psychiater, Sie müssen erst mal bezahlen, bevor ich Sie behandle. Dann können Sie Ihr Gedächtnis verlieren. And that's one of the quickest ways to get a healing. Well, Das ist einer der schnellsten Wege, um geheilt zu werden. What most people need is forgettery, not memory. Das meiste, was die Menschen aber überhaupt am meisten brauchen, ist nicht ein Gedächtnis, sondern ein Vergessnis. They remember everything they shouldn't remember. Denn sie erinnern sich an alles das, an das sie sich besser nicht erinnern sollten. Old grudges, old peeves, things that happened 50 years ago. Alte Dinge, die längst vergessen sein sollten, alte Ressentiments und alte Streitereien, die längst vergessen sein sollten. Let me point out some weird ideas that people have about healing. Dann möchte ich Ihnen jetzt einige unübliche, einige wilde Gedanken vermitteln, die einige Menschen über Heilung hatten. Some years ago in New York, a young doctor
got into trouble with women and so forth. He ended up in a mental institution. Vor einigen Jahren in New York war ein junger Arzt, der einigen Ärger mit Frauen hatte und schließlich in einer Heilanstalt endete. His sister was a Christian Scientist. Und seine Schwester war der christlichen Wissenschaft zugetan. She used to visit him every day. Sie hat ihn jeden Tag besucht. And kept on praying for him. Und hat für ihn gebetet. Months went by, nothing happened. Monate vergingen und nichts ist geschehen. She's very, very frustrated. No improvement of any kind, whatever. Sie war sehr, sehr frustriert und es zeigte sich keinerlei Besserung. A young doctor came in. This is quite a number of years ago. Und dieser junge Doktor kam herein. Das geschah And at that time they began to use insulin shock for schizophrenics and paranoids. Und das war zu der Zeit, als man damit anfing, eine Schocktherapie anzuwenden bei Paranoidics. From 1,000 patients, this young research doctor selected him. Und von 1.000 Patienten hat dieser junge Forscher, dieser junge Arzt ausgerechnet ihn ausgesucht. He gave him insulin shock. Und er hat ihm die Schocktherapie verpasst. He was completely healed. Und er wurde vollkommen geheilt. And walked out of the hospital free. Und verließ das Hospital und war frei. His sister, instead of being glad, was furious and angry. Und seine Schwester, statt darüber froh zu sein, wurde wütend und ärgerlich. To think that her brother had to get shots to get a healing. Der Gedanke, dass ihr Bruder Elektroschocks bekommen musste, um geheilt zu werden. What a frightful, insane, stupid attitude. Und das war schließlich ein beängstigender und ein geradezu dummer Haltung. That woman's prayer was answered. Instead of being grateful, she was angry. Das Gebet dieser Frau war ja doch beantwortet. Und statt dafür dankbar zu sein, wurde sie ärgerlich. How do you know how your prayer is going to get answered? Wie können wir denn wissen, auf welche Weise unsere Gebete beantwortet werden? My ways are past finding out. Meine Wege sind nicht... My ways are past finding out biblical. Yes, that's my way are not... my way is God's ways. That's right. Meine Wege sind nicht eure Wege, heißt es in der Bibel. My ways are not your ways. Meine Wege sind nicht eure Wege. And as the heavens are above the earth, und wie der Himmel über der Erde ist, so are my ways above your ways. Und so sind meine Wege über euren Wegen. So healing came through the doctor. Her prayer was answered. Die Heilung kam durch diesen Arzt. Das Gebet war beantwortet. All healing is spiritual. Jegliche Heilung ist geistig. If your bones are broken and you don't get immediate results by prayer, you go to a bone surgeon, don't you? Wer einen Knochenbruch erleidet und dieser Knochenbruch wird nicht sofort durch Gebet geheilt, der geht selbstverständlich zu einem Chirurgen, nicht wahr? If you can't grow a tooth, go to a dentist. Und wer nicht in der Lage ist, durch Gebet einen Zahn wachsen zu lassen, der geht zum Zahnarzt. And if a man is bleeding to death on the sidewalk, und wenn ein Mensch auf dem Gehsteig zu Tode blutet, and you mumble some prayers, und sie stehen daneben und murmeln einige Gebete, and you don't staunch the blood, und sie binden die Wunde nicht ab, are you going to let him bleed to death? Wollen Sie ihn zu Tode bluten lassen? Don't you know that's murder? Wissen Sie nicht, dass das Mord sein würde? It is absolute murder. Es ist Mord, absolut. You would put on a tourniquet and you take him to a hospital, wouldn't you? Sie würden auf jeden Fall das Blut zum Stillen bringen und würden ihn ins Hospital, in die Klinik bringen. If a child falls into the water or the ocean, wenn ein Kind ins Meer fällt, and you speak the word and the child is in your arms, und Sie sprechen das Wort und das Kind ist plötzlich in Ihren Armen, if you don't have that kind of faith, the best thing to do is to jump into the river and rescue the child. Wenn Sie diesen Glauben nämlich nicht haben, dann wäre es doch wohl das Beste, hinterher zu springen und das Kind zu retten. That's prayer also. Das ist nämlich auch Gebet. If you can't go from here to Berlin and dematerialize your body and be there, I would suggest
Instead of walking, you take a bicycle or a car or an airplane. Wer noch nicht in der Lage ist, von hier nach Berlin zu gehen, indem er sich hier auf der Stelle dematerialisiert und dort am Bestimmungsort wieder rematerialisiert, der sollte doch besser ein Flugzeug oder einen Zug benutzen. These truths are so simple. Diese Wahrheiten sind so einfach. And there are crazy people let their relatives die rather than call a doctor or give medicine. Und es gibt tatsächlich so verrückte Leute, die lassen ihre Angehörigen lieber sterben, als dass wir einen Arzt rufen und ihnen Medizin verabreichen It's lassen. absolute murder in the name of religion. Und so etwas ist Mord im Namen einer Religion. Now, here's a man with a kidney infection, a damaged heart. Ich kannte einen Mann mit einer Niereninfektion und einem etwas gestörten Herzen. Most people don't have damaged hearts, or they have troubled hearts. It was physically They damaged. don't have heart trouble, they have troubled hearts. Oh yes, it was physically damaged, that heart. Yeah. Oh ja, es handelt sich hier um tatsächlich eine organische Herzverletzung und die meisten Menschen haben keine organischen Herzverletzungen, sondern haben eben Herzstörungen. The heart is the seat of love, emotion. Das Herz ist der Sitz der Liebe, des Gefühls. Keep thy heart with all diligence, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, for out of it are the issues of life. denn daraus geht das Leben. And with all my heart I truly seek thee. Und mit all meinem Herzen suche ich dich. The heart, in Hebrew symbolism, they wrote the Bible, it means the subconscious mind. That's all it means. Und das Herz bedeutet Unterbewusstsein im hebräischen Symbolismus. Und die Hebräer haben die Bibel ja geschrieben. And this is the basis of all religions in the world. Call them what you want. Und das ist die Grundlage jeglicher Religion in der Welt. Man mag sie nennen, wie man will. Das Herz steht für das Bewusstsein. It's in the book of Proverbs. Es steht im Buch der Sprüche. As a man thinketh in his heart, so is he. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. So does he become. So wird er. So does he act. So wird er, so handelt er. So does he experience. So sind seine Erfahrungen. So does he express. Und so bringt er sich zum Ausdruck. That's the basis of all religions in the world. Das ist die Grundlage jeglicher Religion auf der Welt. When shorn of their wrappings, trappings, superficialities, and externalities. When shorn, shaved, you know. When shorn of their wrappings. Wer geschoren wurde, Of their wrappings and trappings. what You is know, that? on clothing them. Ach so, wer also, Take off the clothing, the wrappings. ja, wer von jeglicher Kleidung befreit wird, Wrappings, trappings, superficialities, externalities, creed, dogma, tradition. wer sich von sämtlichen Äußerlichkeiten befreien kann, auch geistig. Yeah, in the old liturgies, wafers, wine, all these things mean nothing. All Because diese Äußerlichkeiten, Dogmen, Lehrmeinungen, Wein und Riten und Zeremonien bedeuten im Grunde ja nichts. it is what you believe in your heart that is made manifest, not what you believe with your lips. Das, was sie in ihrem Herzen, nämlich in ihrem Bewusstsein glauben, das manifestiert sich, nicht das, was sie glauben mit ihren Lippen. To know your religion, I have to know your emotional espousals. Um ihre Religion, ihre religiöse Einstellung zu kennen, muss ich What you really believe deep down in your heart about God, life, and the universe. erfahren, was sie wirklich tief in ihrem Herzen glauben über Gott und das Universum. I would have to know your fears and superstitions. Ich muss gleichzeitig auch ihre Befürchtungen und ihren Aberglauben kennen. Because whatever is impressed in the subconscious mind must come forth on the screen of space. Denn was immer im Unterbewusstsein gespeichert ist, das muss nach oben gelangen und the screen of faith. Screen of space, the world. The world. Objective world. Das muss auf die Leinwand, sozusagen auf die Leinwand des Glaubens projiziert werden. That's
when a man knows that, he has some education. Wenn ein Mensch weiß, dass er einige Erziehung genossen hat, It's not what you think with your head, it's what you think in your heart. es kommt nicht darauf an, was sie mit ihrem Kopf denken, sondern was sie mit ihrem Herzen denken. Ideas emotionalized, put on wheels, impressed in your deeper mind, good or bad, are made manifest. That's the only religion in the world. Can we have a part? No, naturally. Whatever ideas, Was immer an Gedanken und Ideen emotionalized, emotionalisiert werden, also mit Gefühl bedacht werden felt as true, und die auch gefühlt werden, these are the things that are made manifest in their experience. das sind die Dinge, die sich schließlich in unseren Erfahrungen auch manifestieren. In other words, man is belief expressed. In anderen Worten, der Glaube des der Mensch ist ausgedrückter Glaube. It is done unto you as you believe. Es geschieht ihnen nach ihrem Glauben. The law of life is the law of belief. Das Gesetz des Lebens ist das Gesetz des Glaubens. That's the whole law. Das ist das ganze Gesetz. To believe is to live in the state of being it. Zu glauben bedeutet im Zustand des It's made of two words, be and alive. Be alive. Yes. Believe. Yes. To be alive to something. Yes, may I have the whole line? The law of life is the law of belief. Das Gesetz des Lebens ist das Gesetz des Glaubens. To believe something is to accept it as true. Um etwas zu glauben, müssen wir es als wahr akzeptieren. It may be an absolute lie. Es könnte eine absolute Lüge sein. The whole world believes a lie. Die ganze Welt könnte eine Lüge glauben. When they hear the truth, they think the truth is a lie. Und wenn sie die Wahrheit hören, dann glauben sie, die Wahrheit sei eine Lüge. It's very simple in your Bible. It's done unto you the way you believe. Und es ist ganz einfach ausgedrückt in der Bibel. Es geschieht uns nach unserem Glauben. What should you believe in? Was sollen wir dann glauben? In the guidance of God, An die Führung Gottes, in the love of God, die Liebe Gottes in the harmony of God, und die Harmonie Gottes in the abundance of God, und den Überfluss Gottes in the goodness of God in the land of the living, und die Güte Gottes im Land der Lebendigen and in the abundant, joyous life. und in einem überfließenden, frohen Leben. The only thing you ever experience in this life is what you believe subconsciously. Und alles das, was Sie jemals im Leben erfahren werden, ist das, woran Sie glauben. For what is impressed is expressed. Denn was innerlich beeindruckt wird, kommt äußerlich zum Ausdruck. That's right. This man with the kidney and heart infection, Und dieser Mann mit der Nieren- und Herzinfektion, he said, I won't be very long here in the hospital. und er sagte, ich werde hier in diesem Hospital nicht allzu lange sein. I am constantly picturing myself at home and in my office. Ich denke ständig daran, ich sehe mich ständig vor meinem geistigen Auge, zu Hause und in meinem Büro. I am embracing my loved ones. Ich umarme meine Angehörigen, meine Lieben. Anyone can do this with your imagination, Und jeder kann das tun mit seiner Vorstellungskraft. an imagination of the workshop of God. Und die Vorstellungskraft ist die Werkstatt Gottes. You are what you imagine yourself to be. Sie sind genau das, was Sie sich zu sein vorstellen. He's doing in his mind all the things he would do were he home. Er hat sich in seinem Geiste alle die Dinge vorgestellt, die er tun würde, wenn er zu Hause wäre. Here's a man in a hospital. In his mind, he closes his eyes. In his mind, he's in his office, in his home. Da war nun ein Mann im Hospital, lag im Bett, aber er schloss seine Augen und stellte sich sehr plastisch vor, dass er zu Hause war. He's doing all the things he would do were he home, in his mind. Und er stellte sich vor, dass er alle die Dinge tun würde, die er dann tun würde, sobald er zu Hause He'd be wäre. compelled to go home. Und er war praktisch gezwungen, nach Hause zu gehen. Whatever I imagine and feel to be true comes to pass. Was immer ich mir vorstelle, wahr zu sein, wird sich ereignen. Having an intense desire
to be home with his loved ones and picturing himself there. He was 10 days in the hospital. The doctor said he should be there 2 months. Da er sich sehr intensiv vorgestellt hatte, dass er zu Hause bei seinen Lieben sein würde, hat er nur ganze 10 Tage in diesem Hospital zugebracht und die Ärzte sagten, how many months? 2 Monate soll er dort sein. Doctor said to me one time, that man in the hospital, he said, that man in that bed, talk to him. Und der Arzt sagte zu mir, hier, dieser Mann in diesem Bett, sprechen Sie mal mit dem. He said, according to all medical rules and laws, that man should live. Und er sagte, nach allen Erkenntnissen und allen Regeln der Medizin sollte dieser Mensch leben. Should live, yeah. His wife left him, and he turned to drink and dope and all the other things, and that's why he was in the hospital. Seine Frau hat ihn verlassen und er hat sich dem Alkohol dann ergeben und hat auch Rauschgift genommen und so weiter und deshalb sollte ich mit ihm sprechen. He failed in business and lost his money. Er hatte geschäftlichen Misserfolg und hat sein Vermögen verloren. He accepted his sickness and wanted to die. Er akzeptierte seine Krankheit und wollte sterben. You can get all the people in the world to pray for you. Sie können alle Menschen auf der Welt dazu überreden, für sie zu beten. We have to have a couple. You can get all the people in the world to pray for you. Our friend here knows, he's a student of metaphysics. He knows, and everybody here I'm sure you know this, that you can have thousands and thousands of practitioners praying for you. Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen wissen, wir können Tausende von Geistpraktikern, sogenannten Ausübern oder besser gesagt geistigen Praktikern haben, die für Sie beten. And if you want to go on, they can't help you. Wenn Sie aber mit der Krankheit weitermachen wollen, können die Ihnen nicht helfen. Because the suggestion to myself is greater than the suggestions of all the people in the world. Denn die Suggestionen, die ich mir selber gebe, sind wirksamer und größer als die Suggestionen aller Menschen auf der Welt. And they get nowhere. Und selbstverständlich wird damit There are a nichts lot of erreicht. practitioners that can keep a dog alive for another week or two. Es gibt eine ganze Menge Geistespraktiker, die einen Hund am Leben halten können für 2 Wochen oder so. Hypnotic suggestion, because you can hypnotize a dog too. Das sind natürlich hypnotische Suggestionen, denn man kann selbstverständlich auch einen Hund hypnotisieren. And then there are some people who pray for loved ones who are ill. Und dann gibt es wiederum Menschen, die beten für einen ihrer Lieben, for what? Who are ill, sick. Der krank ist. And they're in their 80s or 90s, or you know, they want to, they're in praying and insisting that their prayers be answered in their particular way. Und sie bestehen aber darauf, dass das Gebet auf ihre Weise beantwortet werden soll, so wie sie sich das vorstellen. Suppose you're praying for your grandmother and she's on in years. Und stellen Sie sich mal vor, Sie beten für Ihre Großmutter. And what about She's on in years. Und die ist weit vorgeschritten, also hat ein vorgeschrittenes Alter, ist sehr alt. You pray the right way. Und wenn Sie auf die richtige Weise beten, You stop telling God his business dann hören Sie natürlich auf, Gott Vorschriften zu machen, was er tun soll. and say, my grandmother is known in divine mind. Sie sagen stattdessen, meine Großmutter ist im göttlichen Geiste bekannt. The infinite spirit which created her. Sie ist dem göttlichen Geist bekannt, dem unendlichen Geist, der sie geschaffen hat. It's all wise, it knows all and sees all. Und dieser göttliche Geist ist ja allwissend, er weiß alles und er sieht alles. And this infinite healing presence. Und es ist eine unendliche heilende Kraft, heilende Gegenwart, Which created her, die sie geschaffen hat, gives her freedom, peace, harmony and joy. die ihr Freiheit gegeben hat, Frieden, Harmonie und Freude. I lose her to God, and God cares for her. Ich verliere sie an Gott, aber Gott sorgt für sie. Then when you think of your grandmother again, you can pray for her again the same way as if you never prayed before. Und wenn man dann wiederum an seine Großmutter denkt, kann man für sie beten, so wie man noch nie für sie gebetet hat. Your realization of her freedom and her peace will be picked up by her subconscious mind. Ihre
Realisation, ihr Empfinden dessen wird von dem Unterbewusstsein ihrer Großmutter aufgenommen. If she comes home or if she goes on to the next dimension, your prayer is answered. Ganz gleich, ob sie heimkommt oder ob sie in die nächste Dimension weitergeht, ihr Gebet ist beantwortet, so oder so. That's the way the infinite answered your prayer. Das ist die Art und Weise, wie das Unendliche ihr Gebet beantwortet. You surrendered her to the infinite. Sie haben sie dem Unendlichen übergeben. And you didn't begin to tell the infinite its own business. This is what you should do. Und sie haben selbstverständlich nicht den Versuch gemacht, dem Unendlichen Vorschriften zu machen, auf welche Weise. In praying for any person. In praying for any person. Wenn sie für irgendeine Person beten, you claim what's true of God is true of that person. Dann wollen sie damit praktisch anerkennen, dass das, was von Gott wahr ist, auch von dieser Person, von diesem Menschen wahr ist. Anything other than that is not prayer. Alles andere wäre kein Gebet. If your brother or father is ill in the hospital, wenn ihr Bruder oder ihr Vater krank ist im Hospital, you don't think of his symptoms or pains or aches. Dann denken Sie nicht an die Symptome oder an die Schmerzen oder die Krankheiten. You don't think of the body at all. Sie denken überhaupt nicht an den Körper. That's for other forms of prayer, other forms of therapy. Das ist eine andere Form der Therapie. You don't see your father in the hospital. Sie sehen nicht Ihren Vater im Hospital. Not if you're a scientific thinker. Auf keinen Fall, wenn Sie ein wissenschaftlicher Denker sind. Your father is at home. Ihr Vater ist bereits zu Hause. And he's telling you the miracle of God has happened in his life. Und er wird Ihnen sagen, dass the miracle. Yeah. Und er wird Ihnen sagen, dass das Wunder Gottes in seinem Leben stattgefunden hat. And the way you would pray for him is say, my Father is known in divine mind. Und die Art und Weise, wie Sie für ihn beten, ist, mein Vater ist dem göttlichen Geist bekannt. God made him, I didn't. Gott hat ihn geschaffen, ich habe ihn nicht geschaffen. This miraculous healing power is flowing through him. Die wunderbaren Heilungskräfte durchfließen ihn. Vitalizing, healing, restoring his whole being. Sie vitalisieren, sie heilen und sie restaurieren sein gesamtes Sein. Into the pattern on the mount. Harmony, health and peace. Oh ja, in Harmonie. Into harmony, health and peace. Restoring him into harmony, health and peace. Er wird wieder restauriert in Harmonie, Gesundheit und Frieden. Health and peace. And then you realize it's God in action. Und damit wird man sich plötzlich darüber klar, dass das Gott in Aktion ist. When you think of him during the day, wenn Sie während des Tages an ihn you denken, never see him in a hospital. You're in there. Wenn Sie ihn dann nämlich sich im Hospital vorstellen, dann halten Sie ihn dort fest. If you're thinking of his pains and aches, you're magnifying them. Wenn Sie an seine Schmerzen und seine Leiden denken, dann festigen Sie die dann. Most relatives do more harm than good when they pray for loved ones. Die meisten Angehörigen richten mehr Schaden an, als sie Gutes tun, wenn sie für ihre Lieben beten. They're thinking of their symptoms and pains and aches. Sie denken an die Symptome, denken an die Schmerzen und an die Leiden. Sometimes they go in with a tape measure to measure them for the cost. Manchmal gehen sie sogar mit einem Zollstock hin, um ihn schon auszumessen, wie groß der Sarg sein soll. They're killing their loved ones before they're dead. Sie töten ihre Lieben, bevor sie überhaupt tot sind. Oh no, when you think of your father again after praying for him in the right way. Wenn Sie dann wieder an Ihren Vater denken, nachdem Sie auf die richtige Weise für ihn gebetet haben, you're busy during the day, you're behind the counter, you're driving along the road. Sie haben schließlich am Tag ja doch Ihre Beschäftigungen, Sie sind also hinter einem Trailer oder Sie sind auf der Autobahn und fahren. You say, God is healing him. God is healing my father. Und Sie sagen, Gott heilt meinen Vater. But you see your father home, vital and alive, and telling you, you must make there, here, and the future now. Aber dabei sehen Sie Ihren Vater bereits zu Hause. May I have the last part again, please? You make there, here, and the future now. Ja. No, he's home now. Sie denken daran, Sie denken in der Gegenwart und sehen ihn in diesem Augenblick bereits zu Hause.
Now be honest with yourself. Seien Sie mit sich selbst ehrlich. It was the image you had in your mind all through your life that was made manifest. It was the image you had in your mind. Es war die Vorstellung, die Sie in Ihrem Geist hatten. Whether you were a kid going to school or whatever it was the image you had in your mind that was always made manifest, not what you affirmed. Right. Ganz gleich, ob Sie ein Kind waren, das zur Schule ging, es war immer die Vorstellung, die Sie in Ihrem Geiste pflegten, die schließlich sich manifestierte. That's why when you pray, your image must agree with your affirmation, does it or does it not? Deshalb müssen Sie dann, wenn Sie beten, muss Ihre Vorstellung übereinstimmen mit Ihren Bejahungen. Sie müssen sich darüber klar sein, tut es das oder tut es das nicht. Therefore, if you're seeing your mother in the hospital, you're not praying right. Wenn Sie demnach Ihre Mutter sich in der Klinik, im Hospital vorstellen, dann beten Sie nicht richtig. Your image must agree with your affirmation. That's called prayer. Ihre Vorstellungskraft muss mit Ihrer Bejahung übereinstimmen. Das ist The two shall agree as touching. Diese beiden müssen übereinstimmen und müssen sich To berühren. affirm one thing and image another is called hypocrisy in the Bible. Wenn man sich das eine Ding vorstellt, aber ein anderes bejaht, das ist es, was in der Bibel Heuchelei genannt wird. Virginia Graham is a great TV star in the West Coast. Virginia Graham ist ein großer Fernsehstar an der Westküste Amerikas. She has called a girl show. Sie hat eine sogenannte Girl Show. She had terminal cancer. Und sie hatte Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium. It had metastasized all over her system. Es waren Metastasen in ihrem gesamten Körpersystem. Her doctor said it's inoperable case. Und der Arzt stellte fest, dass es ein unoperierbarer Fall war. She was a student of the science of the mind. Und sie war Science of Mind Student. She knew that she could renew her body. Und sie wusste, dass sie ihren Körper erneuern konnte. This is what she did. Und jetzt, sie tat Folgendes. She had a remarkable healing, her doctor said. Sie erfuhr eine bemerkenswerte Heilung, sagte der Doktor. He wrote it up in a magazine called the Psychic Digest. Er hat das Ganze, diesen Fall geschildert in einem Magazin, der Psychischer Digest genannt wird. He said, here is a girl, young girl, Er schrieb, hier ist ein Mädchen, ein junges Mädchen, who said, I'm going to live. das gesagt hat, ich werde leben. I have a survival pattern. Ich habe ein Muster für Überleben, ein Denkmuster des Überlebens. I have things to do. I have a lot of unfinished business. Ich habe mir noch viele Dinge vorgenommen. Ich habe noch vieles zu tun. Ich habe noch eine Menge unerledigter Dinge. Intense desire to live. Ich habe einen intensiven Willen zum Leben. She said, I'm going to overcome this. Und ich werde das überwinden. She realized cancer, these were fear thoughts that had now made manifest in her body, and that's the end of the process. Sie hatte eingesehen, dass Krebs im Grunde nichts anderes ist als Furchtgedanken, die sich in den Zellen ihres Körpers manifestierten. When you know the law, you know it cannot progress any further because you exalt God in the midst of it. It's as simple as that. Wenn Sie sich über das Gesetz im Klaren sind, dann wissen Sie, dass in diesem Fall der Krebs sich nicht weiterentwickeln kann, weil Gott ja doch in Ihrem Innern ist. So she said to the doctor, I'm going to fill my subconscious mind with life-giving patterns. Und sie sagte zu ihrem Arzt, ich werde mein Unterbewusstsein mit lebenspendenden Denkmustern erfüllen. The doctor said she purified her bloodstream with her thoughts. Und der Arzt sagte, sie hat ihren Blutstrom gereinigt mit ihren Gedanken. The minute you exalt God in the midst of you, In dem Augenblick, wo sie Gott in ihrer Mitte erheben and you begin to affirm, und sie beginnen zu bejahen, this infinite healing presence is flowing through me. die unendliche Heilungskraft durchfließt mich As beauty, love, peace, joy, vitality, als Schönheit, Liebe, Frieden, Freude und Vitalität. wholeness and perfection.
Ganzheit und Vollkommenheit, the cells of the body have to take on a new overtone. dann müssen die Zellen des Körpers diese neue Haltung annehmen. They're compelled to. Sie sind dazu gezwungen. Therefore, she built a new body. Deshalb hat sie sich dadurch einen neuen Körper geschaffen. The condition cannot progress Dieser Zustand der alte Zustand kann nicht fortschreiten. because when the cancer appears, that's the termination of all the negative thinking. Denn wenn der Krebs erstmal erscheint, ist das ja doch der Endpunkt allen negativen Denkens, der Ausdruck. The germ of cancer is fear. Fear is behind all disease. Der Krebsbacillus ist Furcht. Fear is behind foreign relations and governments. Und Furcht steckt hinter jeder Krankheit. Fear is behind man's inhumanity, the man. Furcht regiert die Beziehungen zwischen Regierungen auf der Welt. Fear is behind crime and war. Und Furcht ist letztlich hinter jedem Verbrechen und hinter jedem Krieg. The children of fear are hate, jealousy, envy, Und die Kinder der Furcht sind Hass, Ja. Eifersucht und Neid, ill will, poverty, resentment, hostility. böser Wille, Armut, Ressentiments und Feindseligkeit, Self-condemnation and self-criticism. Selbstverdammnis und Selbstkritik. The children of love are faith, confidence, kindness, Die Kinder der Liebe sind Glauben, Vertrauen, Freundlichkeit, goodwill, Guter laughter, honesty, integrity, and justice. guter Wille, Lachen, Ehrlichkeit, Integrität und Gerechtigkeit. There are only two things, love and fear. Es sind im Grunde nur zwei Dinge, nämlich Liebe und Furcht. And fear is love upside down. Und Furcht ist Liebe umgekehrt. And the devil is God upside down. Und der Teufel ist Gott umgekehrt. McGoldrick was a Harvard lawyer. McGoldrick Yeah. war ein Rechtsanwalt, He was a Harvard attorney, a lawyer. ein Harvard-Rechtsanwalt, Very brilliant man. ein sehr brillanter Mann. He had emotional problem. Und er hatte emotionelle He ended up in Gefühlsprobleme. the what we call the gutter, Und er endete in der Gosse. Skid Row. Skid Row. Ja, Skid Row und Gosse, ja. Blind drunk, Und er war so absolut volltrunken. an alcoholic, inebriate. Er war ein absoluter Alkoholiker. An alcoholic is a man who takes one drink and he's off to the races. Ein Alkoholiker ist ein Mann, der einen Drink nimmt und dann after He has no control. right? Yes. No control. Und selbstverständlich jegliche Kontrolle verliert. There was a time when he had control, but when you're an alcoholic, you have no control. Es gab zweifellos eine Zeit, da hatte er Kontrolle, aber wenn man ein Alkoholiker ist, dann hat man keine Kontrolle. The same power that drove him to alcohol can heal him. Und die gleiche Kraft, die ihn aber zum Alkohol getrieben hat, kann ihn auch heilen. He heard one lecture in Hell's Kitchen, New York. Er hat sich einen Vortrag angehört in Hell's Kitchen, New York. Das ist die schlimmste Gegend so ziemlich. And the man said, no matter how low you have sunk in life, Und der Vortragende sagte, es kommt nicht darauf an, wie tief Sie im Leben gesunken sind. you can turn to God this moment and get a healing. Sie können sich in diesem Augenblick an Gott wenden und können geheilt werden. No questions asked. Keine Fragen werden gestellt. Like the man who wants to receive his sight, receive your sight. In the Bible, you know. The man said, Lord, what do you want? He said, I want my sight. He said, receive your sight. In the Bible. Ja, der Blinde wurde von Gott gefragt, was er wollte, und er sagte, ich will meine Sicht wieder haben, mein Augenlicht wieder haben, und Gott sagte, nimm dein Augenlicht an. He didn't say to him, you're a sinner, you got to work it out, we're going to check on you. Er hat ganz und gar nicht gesagt, du bist ein Sünder, du musst es erstmal ausarbeiten und wir werden das kontrollieren. No questions asked. The absolute cannot condemn. Es wurden keine Fragen gestellt, denn das Absolute kann nicht verdammen. Hath no man condemned thee? Lass keinen Menschen dich verdammen. No man. Keinen Menschen. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Truth cannot condemn. Und so verdamme ich dich auch nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. So McGoldrick went to this man
a teaching along this line and said, can I get a healing? Und also McGoldrick ging zu diesem Vortragenden, zu diesem Mann und fragte ihn, kann ich geheilt werden? Your mere desire, he said, to be healed, you're 75% healed now. Sagte, allein dein Wunsch geheilt zu werden, hat verursacht, dass du zu 75% bereits geheilt bist. When your desire to give it up is greater than your desire to continue, you are 75% healed, we have no problem. Wenn dein Wunsch, den Alkohol aufzugeben, größer ist als dein Wunsch, ihn fortzusetzen, bist du bereits zu 75% geheilt und wir haben durchaus kein Problem. So he gave him a simple technique. Und er gab ihm eine einfache Technik. He said, imagine you're back before the judge, a judge friend of yours. Er sagte ihm, stellen Sie sich vor, Sie sind wieder zurück im Gerichtssaal vor einem Richter, den Sie ja gut You're kennen. pleading the case of a client. Und Sie tragen den Fall vor, Sie plädieren. You're clean shaven, you're well dressed. Sie sind sauber rasiert, Sie sind gut angezogen. Your judge friend is congratulating you being back in, being back in harness. Und Ihr Freund, der Richter gratuliert Ihnen, dass Sie wieder zurück sind in Ihrem Job. There's no one here that cannot close his or her eyes. And if your daughter is in New York City, she's right in front of you and you're embracing her, you feel the touch of her hands and her hair. It's simple horse sense. Es ist keiner hier unter uns, der nicht in der Lage wäre, seine Vorstellungskraft zu benutzen. Wenn Sie die Augen schließen, und ganz gleich, ob Ihre Tochter in New York City ist, wenn Sie die Augen schließen und Sie sich plastisch vorstellen, dann ist sie jetzt hier bei Ihnen. He's shaking hands with this judge in his imagination. In seiner Vorstellung hat er mit dem Richter die Hände geschüttelt. He feels the touch of the hand. Er hat den Händedruck gespürt. He hears the voice, congratulations, and all the things going with it. Er hat die Stimme des Richters gehört, er hat gehört, wie ihm gratuliert und alles, was dazu gehört. And then when the shift and the jitters came, Und dann, wenn schließlich die Reaktion kam, nämlich das Schütteln, was Alkoholiker dann haben, he flashed the movie in his mind, dann hat er den Film in seinem Geist angedreht, knowing that all the power of God would flow through that image in his mind. indem er wusste, dass die gesamte Kraft Gottes in diese Vorstellung einfließt in seinem Geist. Thought of freedom, thought upon thought, thought of freedom, thought upon thought, thought of freedom. T-H-O-U-G-H-T, thought. Ja, der Gedanke der Freiheit, The thought of freedom, a picture of freedom, the image of freedom, das Vorstellungsbild des Friedens and the mood of freedom. und die Stimmung des Friedens, Thought upon thought, der Gedanke auf dem Gedanken, image upon image, Vorstellung auf Vorstellung, mood upon mood, Stimmung auf Stimmung, passes from thought and picture to function and fact. die passieren vom Geist in das Vorstellungsbild. May I have again, please? All right. His thought of freedom, his image of freedom, Yes. gradually sinks into his subconscious mind. It has to, Yeah. by repetition. Der Gedanke und die Vorstellung des Friedens sinkt schließlich in sein Unterbewusstsein. Es muss ins Unterbewusstsein sinken. And then the subconscious is compulsive. Und das Unterbewusstsein antwortet darauf. He's compelled to freedom. Er ist praktisch zur Freiheit gezwungen. Yeah. In other words, you can overcome any destructive habit in the world by that simple law. Utterly simple, beyond words. In der Praxis heißt das, Sie können praktisch durch dieses einfache Gesetz jeden Zustand überwinden. That is, your Bible tells you, keep your lights burning Und deshalb sagt die Bibel, halte dein Licht am Brennen. and your loins burning, your loins girded. Und L-O-I-N-S. deine Lenden gegürtet For the return of the Lord from the wedding feast. für die Rückkehr des Herrn. The wedding feast is your mental and emotional union with your freedom and peace of mind. Von der Rückkehr des Herrn, von der Hochzeit. Und diese Hochzeit ist die geistige
die geistige Wiedervereinigung mit dem geistigen Frieden. The return of the Lord is the response of my subconscious mind to my conscious thinking and imagery. Die Rückkehr des Herrn ist praktisch die Wiedergabe dessen, was mir mein Unterbewusstsein wenn mir mein Unterbewusstsein das Gefühl des Friedens wiedergibt. Yes. Now keep your lights burning in the Bible means let your sense perception be keen. Learn to know the laws of light. Beyond the beam, you know. Das Licht am Brennen halten, wie die Bibel sagt, bedeutet praktisch be aware of the truth. Sich der Wahrheit ständig bewusst zu bleiben. And your loins girded, meaning know the creative laws of your mind. Und die Lenden gegürtet halten bedeutet, das schöpferische Gesetz des Geistes zu kennen, sich dessen bewusst zu sein. Then the Lord of the law will always respond. Dann wird der Herr des Gesetzes immer antworten. There is no use saying, I'm God's perfect child. Es hat keinen Sinn zu sagen, ich bin das vollkommene Kind Gottes. Or I'm whole and perfect now. Oder ich bin jetzt vollkommen und gesund. If you believe that there is a germ or a cancer or something out there that can kill you or can destroy you. Wenn man gleichzeitig glaubt, dass es Bazillen oder Krankheiten gibt, die in der Lage sind, uns zu töten oder uns zu zerstören. There must be no verbalisms. Es darf keinerlei Verbalismus sein. In prayer you give no power to any external thing, germ or the atmosphere or stars or jinx or anything in the world. The minute you do, you cease to be a scientific thinker. You're double-minded, unstable in all your ways. Wenn man betet und zur gleichen Zeit irgendwelchen Äußerlichkeiten Macht gibt, seien es nun Bazillen oder seien es Zustände, naja, the last part of it. You don't give power to any created thing, anything in the phenomenalistic world. Yes. Wenn man also erschaffenen Dingen Macht verleiht, wie Bazillen und so weiter. Germs or anything in this world, you don't give power to. Right. You give power to the Creator. If a man gets cancer, diesen Dingen geben wir keine Kraft, sondern wir geben die Kraft einzig und allein dem Schöpfer. when a man gets cancer, fear seizes him. Wenn ein Mensch Krebs bekommt, dann wird er von der Furcht völlig überwältigt. When he says, I'm finished, I'm done for, Und wenn er sagt, ich bin am Ende, mit mir ist es aus, he's through. dann allerdings ist es aus. It's only a manifestation of fear. Es ist aber nur eine Manifestation der Furcht. All he has to do is change his mind and he changes his body. Alles, was er zu tun hat, ist sein Bewusstsein zu verändern und er wird seinen Körper verändern. Fear is man's greatest curse. Die Furcht ist der größte Fluch des Menschen. Quimby in 1847, In 1847 sagte Quimby, he said, I take a man from the street. sagte, ich nehme einen Menschen von der Straße. He never heard of the word cancer. Er hat noch niemals das Wort Krebs gehört. And he has a little lump, maybe he fell down. Und er hat eine kleine Beule, eine kleine Schwellung und vielleicht ist er hingefallen. I say to him, you've got cancer. Und ich sage zu ihm, Sie haben Krebs. It has no effect upon me, he never heard of the word. Es würde keinerlei Wirkung haben, wenn er noch niemals von dem Begriff Krebs gehört hätte. He said if we didn't have so many names, we wouldn't have so many diseases. Wenn wir nämlich nicht so viele Bezeichnungen hätten, dann hätten wir auch nicht so viele Krankheiten. You know, the doctor went into Mrs. Moriarty's home. Und ein Arzt ging in die Wohnung von Mrs. Moriarty. And he examined her husband. Und er hat ihren Ehemann He untersucht. said, I'm sorry, Mrs. Moriarty, your husband is dead. Und er sagte, es tut mir wahnsinnig leid, Mrs. Moriarty, aber Ihr Mann ist tot. Immediately he got up in bed, he said, indeed that I'm not dead. Und er richtete sich sofort auf und sagte, Sie sehen doch, dass ich nicht tot bin. And she said, shut up, the doctor knows best. Und sie sagte, brauche ich wohl nicht zu übersetzen, sie sagte, Hals, Maul, der Doktor weiß es besser. Sister of mine, show you about healings. Sister of mine
was a nun in Lowestoft, Suffolk, England. Meine Schwester war eine Nonne in Südengland. Yeah. She's now in the next dimension. Sie ist inzwischen weitergegangen. Sie ist in einer anderen Dimension. Very religious woman. Eine sehr religiöse Frau. She was conducting a pilgrimage to Lourdes. Sie hat eine Pilgermage nach Lourdes geleitet. I have seen people healed at Buddhistic shrines. Ich habe aber andererseits auch Leute gesehen, die in buddhistischen Schreinen geheilt wurden. They offer oranges and money to a statue. Sie offerieren Orangen und Geld einer Statue. In talking to them, they have remarkable, miraculous healings. Und während sie zu dieser Statue sprechen, erfahren sie wunderbare Heilungen. The same has happened in Buddhistic shrines. Und das Gleiche hat sich auch in buddhistischen Schreinen ereignet. They never heard of Jesus or Mary or Joseph or Buddha or anything. Dort hat man noch nie etwas von Jesus oder Maria und Josef oder Buddha oder irgendjemandem gehört. They're healed by their expectancy and their belief. Sie wurden geheilt durch ihre Erwartung und durch ihren Glauben. Their imagination is fired. Their imagination is fired. Ihre Vorstellung. They're full of expectancy. Sie sind voller Erwartung. They have blind belief. Sie haben einen blinden Glauben. And the subconscious heals them. Their own subconscious is the only healer in the world. Und ihr Unterbewusstsein wurde angesprochen und heilte sie, denn das Unterbewusstsein ist der einzige Heiler auf der Welt. Nobody heals you. Niemand heilt sie. The surgeon removes a block, tumor. Der Chirurg entfernt eine Blockierung. He says nature will heal you. Er wird sagen, die Natur wird sie heilen. The psychologist, Freitag, will try and get rid of guilt in your mind. Und ein Psychiater versucht, ein Schuldgefühl in ihrem Gemüt zu beseitigen. When he does, immediately the healing power is released. Und dadurch ist die heilende Kraft in Gang gesetzt. Chiropractor tries to manipulate your neck to let the healing power flow through you. Ein Chiropraktiker versucht durch Einrenkung von Knochen die Heilungskraft durch sie fließen zu lassen. No one in all the world heals. The healing power of God is within you. Niemand auf der ganzen Welt heilt. Die heilende Kraft Gottes ist in ihnen. He may use a different technique, a modus operandi. Er mag eine gewisse Technik, eine verschiedene Technik, einen verschiedenen Modus verwenden. They're all tapping the one healing power. Aber sie alle berühren die eine und einzige heilende Kraft. No one heals by a different method than you do. Niemand heilt durch verschiedenartige Methoden. For there is one method, according to your faith, is it done unto you. Blind faith or scientific faith. Es gibt ja nur eine einzige Methode. Nach deinem Glauben wird dir geschehen. Blinder Glaube oder wissenschaftlicher Glaube. Now, she told me this man in Lowestoft was blind from birth. Und sie erzählte mir, dieser Mann war blind von Geburt an. Congenital blindness. Ja, das war eine absolute Blindheit. And he said, Sister, can I go, I'm a Protestant, can I go with you to the pilgrimage to Lourdes? Und dieser Mann fragte meine Schwester, sagte, ich bin zwar Protestant, aber kann ich dennoch mit Ihnen auf die Pilgerfahrt nach Lourdes gehen? She said, anybody can come who wants to. Und sie sagte selbstverständlich, jeder, der will, kann kommen. When he reached Lourdes, und nachdem sie in Lourdes ankamen, they put him in this bath. Dann haben sie ihn da in dieses Bassin da getan. People with all manner of sores, suppurating wounds, go into that bath. Und Menschen mit allen möglichen Wunden und Leiden und Schwellungen gingen in dieses Bassin. The fellow got a sponge. Und dann nahm der Mann einen Schwamm. Began to wash his eyes and his whole body. Begann seine Augen zu waschen und seinen ganzen Körper. His vision came back. Und seine Sehkraft kehrte zurück. He saw clearly the rest of his life. Und er hat für den ganzen Rest seines Lebens sehen können. What was that? Blind faith. Was war das? Blinder Glaube. He went there. He was 75% healed before he went there. Es war blinder Glaube, er ging dorthin nach Lourdes, aber er war ja bereits zu 75% geheilt, bevor er überhaupt dorthin ging. He went there with expectancy. Er ging dorthin mit einer Erwartung. He heard about some miraculous healings in his own town. Er hat in seiner Heimatstadt über
einige wunderbare Heilungen gehört. His imagination was completely fired, enthusiastic, you know. Und seine Vorstellungskraft war absolut enthusiastisch. He was impregnating his mind all the way to Lourdes. Er hat sein ganzes Gemüt, seinen ganzen Geist imprägniert auf dem ganzen Wege dorthin nach Lourdes. Then when he reached the waters, he impregnated his subconscious mind. Und wenn er schließlich als er schließlich diese Wasser erreichte, hat er sein Unterbewusstsein imprägniert. He said, all I know, he said, I was blind and now I see. Sein Unterbewusstsein wurde durchdrungen. Er sagte, alles, was ich weiß, ist, dass ich blind war und jetzt sehe ich. Die Kraft ihres inneren Friedens. Ich bin dankbar und glücklich, dieses Buch meines großen Lehrers und Freundes Dr. Joseph Murphy vorstellen zu dürfen. In seinen Vorträgen und Lesungen sprach er immer wieder über die innere Bedeutung des Evangelium des Johannes, eines der geheimnisvollsten und bewegendsten Weisheitsbücher der Menschheit. In diesen göttlichen Worten brennt immer noch ein spirituelles Feuer, das alles Falsche, Lauwarme, Halbherzige verbrennt und uns ansteckt, uns unseren wahren, inneren, göttlichen Natur zu erinnern und lebensspendende Gedanken in unserem Inneren zu haben. Dieser Jesus Christus, wie ihn Dr. Joseph Murphy hier darlegt, zeigt uns den direkten Weg nach innen, unserer eigenen Ganzheit, unserem Heilsein. Intuition ist ganz einfach die Weisheit Gottes, die im subjektiv Inneren des Menschen wohnt. Wir benutzen den Intellekt, um die Anweisungen des Göttlichen auszuführen. Dieses Buch ist im Goldmann Verlag erschienen. Die Macht ihres Unterbewusstseins ist wohl das bedeutendste Werk von Dr. Joseph Murphy. Mehr als 1 Million Mal wurde dieses Buch in deutscher Sprache verkauft. Der große Lebenslehrer und Vater des positiven Denkens erläutert uns hier auf verständliche Art und Weise, wie unser Leben von unserem Unterbewusstsein gelenkt und geleitet wird. Wir sind, was wir denken. Durch die Macht unserer Gedanken bauen wir unser Leben auf oder zerstören es. Die Wünsche und Ängste von heute formen die Wirklichkeit von morgen. Dr. Murphy zeigt uns, wie wir die unermesslichen Kräfte des Unterbewusstseins schöpferisch, kreativ einsetzen können, um unsere Ziele zu erreichen und ein Leben in Glück, Liebe und Harmonie zu führen. Die Macht ihres Unterbewusstseins ist im Ariston Verlag erschienen. Außerdem gibt es zu diesem Buch vom selben Verlag 4 Audio-Langspielkassetten. Dr. Joseph Murphys Vermächtnis ist Dr. Murphys letztes Werk und wurde kurz vor seinem Tode vollendet. Es berichtet über die Fülle seiner Lebenserfahrung und bittet uns noch einmal, Ja zu sagen zu uns und unserem Leben. Die Saat von Dr. Murphy ist aufgegangen. Inzwischen ist die Lehre vom positiven Denken zu einem mächtigen Baum geworden, dessen Wurzeln sich tief in die Seelen vieler Menschen eingegraben haben. Denn es erschließt uns eine neue Dimension des glückhaften Lebens. Auch dieses Buch ist im Ariston Verlag Genf erschienen. Kraftzentrale Unterbewusstsein. Das Standardwerk von Erhard F. Freytag. Es führt uns auf den Weg des positiven Denkens. Aus der Kraft des Unterbewusstseins führt der Weg zu innerer Harmonie, leiblicher und seelischer Gesundheit, Liebe zu den Mitmenschen und Erfolg im Beruf. Dieses Buch ist ein hilfreicher Ratgeber auf dem Weg zum Selbst. Es wurde mehr als 500.000 Mal verkauft und ist auf den ständigen Bestsellerlisten vertreten. Hilfe aus dem Unbewussten. Es ist das Praxisbuch zur Kraftzentrale Unterbewusstsein. Mit diesem Praxisbuch will Erhard F. Freytag jedem helfen, die Macht der Gedanken richtig einzusetzen, um Probleme, Nöte, Krankheiten zu überwinden und ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Die Macht ihrer Gedanken. Dieses Buch weist uns den spirituellen Weg zum Erfolg. Jeder Mensch kann, sobald er bereit ist, über seine psychischen Probleme nachdenken, sein Leben grundlegend ändern und zu einem liebevollen Leben in größtmöglicher innerer Harmonie finden. Ein alphabetisches Lexikon der häufigsten psychosomatischen Leiden soll dem Leser helfen, sein persönliches Problem schnell in den Griff zu bekommen. Erkenne deine geistige Kraft.
In diesem Buch beantwortet Erhard F. Freytag Fragen zum positiven Denken. Er setzt sich hier mit den Alltagsproblemen von Menschen auseinander, die sich selbst den Weg des positiven Denkens erschlossen haben und das, was Erhard F. Freytag in seinen ersten Büchern empfiehlt, versuchen in ihrem Alltag umzusetzen. All diese Bücher sind im Goldmann Verlag erschienen. Des Weiteren sind von Erhard F. Freytag mehrere Lebenshilfekassetten im Verlag Edition Kraftpunkt erschienen. Mit diesen Audiokassetten können Sie gezielt Ihre Wünsche programmieren. Lassen Sie sich für die folgenden Minuten zu einem Abenteuer einladen, bei dem Sie Ihr Leben und Ihre Welt neu entdecken können. Sehr oft führen wir ein Leben voller Sorgen und Nöte und sind viel zu selten in der Lage, Freude und Glück, Liebe und Gesundheit zu empfinden. Leicht fühlen wir uns dann als Opfer äußerer Umstände, ohne uns im Klaren darüber zu sein, in welch hohem Maße wir selber unbewusst durch negative geistige Einstellungen uns selbst und unser Leben so beeinflussen, dass wir unzufrieden und erfolglos sind. Dass wir durch unser Bewusstsein bestimmen, wer wir sind und was das Leben für uns bereithält, ist für die meisten von uns gewiss eine neue und ungewohnte Vorstellung. In Wahrheit ist diese Einsicht jedoch fester Bestandteil aller Weisheitslehren der Menschheit. Und auch unsere moderne Wissenschaft beginnt immer mehr, den inneren Zusammenhang zwischen der geistigen und der materiellen Welt aufzudecken. Was du beschließest, wird dir gelingen, und das Licht wird auf deinen Wegen scheinen. So weiß es unsere Bibel. Der folgende Film möchte Ihnen nun einen kleinen Einblick geben in die Arbeit des Münchner Instituts für Hypnoseforschung von Erhard F. Freytag, dem in Deutschland wohl namhaftesten Schüler von Dr. Joseph Murphy. Zusammen mit seinen Mitarbeitern hat Erhard Freytag dessen Philosophie des positiven Denkens zu einem sehr modernen und erfolgreichen therapeutischen Konzept weiterentwickelt, mit dem er einer großen Zahl von Menschen helfen konnte. Die Menschen, die die Praxis von Erhard Freytag aufsuchen, stammen aus allen Berufen und Altersgruppen. Viele kommen wegen bestimmter körperlicher Leiden oder weil sie mit ihren seelischen Problemen und Konflikten nicht mehr fertig werden. In unserem durchorganisierten Alltagsleben finden wir immer schwerer Zugang zu den inneren Quellen seelischer Regeneration und werden anfällig für Gefühle der Sinnlosigkeit und Ohnmacht. Häufig reagieren wir darauf wie Frau Steiner mit Niedergeschlagenheit und innerer Ruhelosigkeit. Frau Steiner, mögen Sie mir sagen, was Sie zu uns geführt hat? Ich habe so starke Depressionen, kann nicht mehr schlafen. Ich weiß überhaupt nicht, wovor ich nicht Angst haben soll. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich werde mit dem Leben nicht mehr fertig, so wie es ist. In einem Erstgespräch werden jedem Klienten die Grundlagen der Therapie erklärt. Denn Sie wissen ja vielleicht, die Grundlage unserer Therapie ist, sich nicht um das zu kümmern, was wir loswerden möchten, nämlich unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Depressionen, sondern um das, was wir erreichen möchten. Und wir werden uns von nun an nur noch um das kümmern, was Sie haben möchten. Und so versuchen, das, was Sie loswerden wollen, aufzulösen. Das hört sich gut an.
Aber wie soll das realisierbar sein? Die Gedanken, die drängen sich doch permanent einem auf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so etwas funktioniert. Wir alle sind ja mit der Vorstellung groß geworden, dass eine gewünschte Wirkung nur dann eintreten kann, wenn die entsprechenden Ursachen gegeben sind. Wir behandeln also die Symptome einer Krankheit, um den gewünschten Zustand der Gesundheit als Wirkung zu erzielen. Ein höheres Wissen geht dagegen von der gewünschten Wirkung Gesundheit aus und erzielt dadurch das Verschwinden der Krankheit. Immer mehr Menschen erkennen Zusammenhänge zwischen ihrer Einstellung und ihrer Erfahrung. Immer mehr Menschen erkennen, dass das Wort Psychosomatik, Zusammenhang zwischen Seele und Körper, nicht irgendwo eine Theorie ist, die andere betrifft, sondern tatsächlich auch sich selbst. Erkennen, dass ihre vergangenen Gedanken sich zu dem verwirklicht, kristallisiert, materialisiert haben, was sie ihre Gegenwart nennen. Und gleichzeitig damit logisch verknüpft, erkennen sie, dass ihre Zukunft sich aus den gegenwärtigen Gedanken manifestiert. Ein außerordentlich wichtiger Punkt im Leben eines Menschen, wenn er diese Zusammenhänge erfasst hat. Das Unterbewusstsein ist vereinfacht ausgesprochen wie ein Computer zu verstehen. Das, was an Inhalten vorhanden ist, versucht es auszudrücken. Wenn der Inhalt früher durch Zufall, durch Umwelteinflüsse eher destruktiver Natur war, dann kann es nicht anders sein, als dass der Mensch mit einer destruktiven, negativen Programmierung entsprechendes ausdrückt. Sobald das bewusst geworden ist, kann ich sagen, ich lerne jetzt an das zu denken, was noch nicht ist, damit es werde. Ich lerne zu glauben, dass auch mir ein Blankoscheck in die Wiege gelegt worden ist, auf dem drauf stand Zufriedenheit, Harmonie, Liebe, Gesundheit, Erfolg. Jeder Mensch gleichermaßen hat das Recht. Das Unterbewusstsein wird in unserer Therapie, die eigentlich so alt ist, wie die Menschheit daran ist, im Grunde gar nichts Neues, umprogrammiert, von destruktiv auf konstruktiv. Unsere Therapie sollte eigentlich nicht positives Denken heißen und meine Bücher, sondern konstruktives Denken. Unsere Therapie besteht aus 3 Dritteln. Das erste Drittel, etwa 6 Stunden, haben wir zur Verfügung, um das Loslassen zu üben. Natürlich die körperliche Entspannung, aber das Loslassen meine ich vielmehr das aus dem Kopf herausgehen. Das mal für einige Sekunden nichts wollen, sondern gestatten, es geschehen zu lassen. Das zweite Drittel, eine sehr wichtige Phase, dient der Regression. Das Wiederhochholen aus tiefen Schichten des Unbewussten, was einmal gewesen ist, an Traumata, an dramatischen Ereignissen in meinem Leben, ob nun objektiv oder subjektiv, bis zurück in die Geburt oder sogar an die vorgeburtliche Zeit. Und das Wichtigste ist, die letzten 6 Stunden, die Neukonditionierung des Unterbewusstseins, die Neuprogrammierung. Ich lege ganz bewusst in möglichst viele Schubladen meines Unterbewusstseins das hinein, was ich möchte, dass es in meinem Leben Realität wird. Ich stelle mir vor, wie das ist, glücklich zu sein, gesund zu sein, harmonisch zu sein, eine ideale Partnerschaft zu haben, erfolgreich zu sein. Ich male mir das sehr bildhaft aus und besetze es emotional. Ich denke an das, was noch nicht ist, damit es werde. Die Voraussetzung, wie ich es bereits sagte, ist das Loslassen können, das aus dem Kopf rausgehen, das Entspannen, das in Trance gehen können, in selbstinduzierte Hypnose oder in fremdinduzierte Hypnose. Und das zeigen wir Ihnen jetzt in einigen recht eindrucksvollen Beispielen. Alles, was war, ist jetzt vorbei und verliert für die nächste Zeit an Bedeutung. Seien Sie ganz bewusst hier in diesem Raum. Spüren Sie Ihren Körper auf der Liege. Und spüren Sie Ihren Atem. Sie atmen ganz ruhig ein und aus. Und mit jedem Atemzug werden Sie ruhiger. Und bei jedem Ausatmen lassen Sie immer ein bisschen mehr los. Ganz sanft und ganz von allein.
Mit jedem Ausatmen fühlen Sie sich immer leichter, immer befreiter, weil alles Sie verlässt, was jetzt nicht mehr zu Ihnen gehört. Sie atmen einfach alles aus, was jetzt nicht mehr zu Ihnen gehört. Und so werden Sie immer ruhiger, sinken immer tiefer und fühlen sich immer wohler und geborgener. Stellen Sie sich etwas vor, was für Sie Ruhe bedeutet. Auf ganz natürliche Weise kommen wunderbare Bilder der Ruhe, der Harmonie aus Ihrem Unbewussten. Ganz von allein tauchen diese Bilder in Ihnen auf. Das Unterbewusstsein spricht in Bildern zu uns. Wenn wir uns tief entspannen, tauchen sie vor unserem geistigen Auge auf und zeigen uns, welche Vorstellungen wir in ihm gespeichert haben. Es ist unser mächtigster Erfüllungsgehilfe, der unsere Vorstellungen Wirklichkeit werden lässt, die positiven wie die negativen. Aber wir können es mit unseren Gedanken bewusst beeinflussen. Bisher ist das meistens unbewusst und negativ geschehen. Durch positive Gedanken können wir unsere Zukunft nach unseren Wünschen gestalten. Im Grunde ist alles ganz einfach. Sag Ja zum Leben. Am Anfang konnte ich mich so schlecht entspannen. Mittlerweile ist es so, dass ich die Entspannung genieße und dass ich in Zustände hineingerate, die ich vorher nur kannte, kurz vor der Einschlafphase. Das ist ein wunderbares Gefühl, vor allen Dingen deswegen, weil es so viel länger andauert. Man kann das so richtig genießen, so viele Stunden lang bei euch. Das ist etwas, das bezeichne ich als Gewinn für mich. Nur wenn wir tief entspannt sind, können wir uns auf der elementaren Ebene des Seins erfahren. Nur wenn wir wieder eins geworden sind mit der Existenz, können wir uns der ursprünglichen Harmonie des Lebens bewusst werden. Entspannt. Tief entspannt. Stellen Sie sich einfach eine Landschaft vor. Eine Landschaft des Meeres. Es wird bald Abend. Der Zugang zur eigenen inneren Welt ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu geistiger und seelischer Gesundung. Lassen Sie diese Bilder auf sich wirken und für einen Moment Ruhe in sich einkehren. Dieser Welt tief in Ihnen, wo alles Positive, alles Harmonische ganz von selbst aufsteigt. Sich ganz von selbst verpflichtet, alle Gedanken in ihnen sind konstruktiv, aufbauend. Das geschieht alles von selbst. Was einer denkt, das geschieht. Bewusstsein ist das Mittel,
Bewusstsein ist der Schlüssel. Bewusstsein ist das Ziel. Du musst sehen, dass alles, was auf dich zukommt, ein Echo von all dem ist, was von dir ausgegangen ist. Ein Hauch unseres Mundes wird das Gemälde der Welt. Wenn du dem Denken innezuhalten erlaubst, befindest du dich in einem ewigen Hier und Jetzt. Bei jedem Menschen nimmt die Therapie einen eigenen Verlauf. Sie ist so schwer oder so leicht wie seine Bereitschaft, sich zu öffnen und mit dem Therapeuten zusammenzuarbeiten. In der zweiten Phase der Therapie ist Frau Steiner auf innere Widerstände gestoßen, die den weiteren Fortgang des Behandlungsverlaufs erschweren. Sie sieht sich zurückgeworfen auf Probleme, die sie schon überwunden zu haben glaubte, und sucht nun Unterstützung in einem Beratungsgespräch mit ihrer Therapeutin. Dies ist eine der typischen und wichtigen Krisen im Verlauf jeder Therapie. Der Klient ist jetzt an dem Punkt angelangt, wo er sich dazu durchringen muss, bestimmte Denk- und Verhaltensmuster aufzugeben, unter denen er leidet, die aber gleichwohl Teil seiner Persönlichkeit geworden sind. Sehr komisch eigentlich. Und jetzt ist es so, dass ich mich tatsächlich entspannen kann. Es gelingt mir oft, in eine Entspannung zu kommen, die ich vorher nie kannte, vielleicht kurz vor dem Einschlafen, in den Zeiten, als ich noch schlafen konnte. Das ist Und schon was toll. glauben Sie, warum geht es Ihnen jetzt im Moment im Grunde genommen schlechter als an dem Tag, an dem Sie kamen? Oder habe ich das nicht richtig Ja, es verstanden? ist so, als ob irgendwas aufgerüttelt wird. Das will Genau ich. das ist es. Stellen Sie sich vor, dass alles, was Sie in Ihrem Leben erlebt haben, alles Positive und alles Negative, in Ihnen gespeichert ist wie in einem Fass. Jetzt kann man positive Suggestionen auf den Deckel dieses Fasses legen und versuchen, den Deckel krampfhaft zuzuhalten. Aber irgendwann rumort es in Ihrem Fass, der Deckel fliegt hoch und alles kommt raus. Und meistens zum unpassendsten Zeitpunkt. Und wir versuchen jetzt hier, dieses Fass bewusst und behutsam auszuleeren. Dass dieser Vorgang Schmerzen verursacht und Tränen und dass Sie sich dabei nicht gut fühlen, das ist ganz klar. Aber für uns ist es ein Zeichen, dass die Therapie anfängt zu greifen, wenn es Ihnen nicht so gut geht. Das Team besteht aus erfahrenen Psychotherapeuten, die in ständigem Erfahrungsaustausch stehen und sich in regelmäßigen Teambesprechungen immer wieder aufeinander einstimmen. Hallo, guten Morgen. Wir sind heute das Frühteam. Jeder Therapieverlauf wird genauestens analysiert und gemeinsam werden laufend die Möglichkeiten erforscht, die therapeutischen Mittel zu verfeinern, um die Heilungserfolge noch weiter zu verbessern. Die totale Hingabe an den Klienten, die geforderte Offenheit und Sensibilität während der Therapie bestimmen auch die Atmosphäre zwischen den Mitarbeitern. Sie ist sanft und liebevoll, aber auch wach und aufmerksam. Niemand nimmt sich hier allzu ernst und immer wieder blitzt auch in den ernsthaftesten Diskussionen feiner Humor auf. Auf diese Weise ist hier ein geistiges Feld entstanden, eine größere geistige Einheit, eine gemeinsame Quelle der Intuition jedes einzelnen Therapeuten. Wie in einem Orchester hat jeder seine individuelle Stimme, doch gemeinsam erzeugen sie einen Klang, eine sehr feine harmonische Schwingung, die sich in jeder Behandlungsstunde durch den Therapeuten auf den Klienten überträgt. Die Praxis ist also gewissermaßen selbst ein Kosmos im Kleinen, in dem die gleichen geistigen Gesetze wirksam sind, die der therapeutischen Arbeit zugrunde liegen. Der einzelne Therapeut ist nur Mittler. Wie ein Geburtshelfer oder eine Hebamme tritt er völlig hinter seiner Aufgabe zurück, dem geistigen Heilungs- und Wachstumsprozess des Klienten zu dienen, der sich ihm anvertraut. Er nötigt ihm weder eine psychologische Theorie noch seine persönliche Sicht der Dinge auf, sondern dient dem Klienten als Lotse zur Kraftzentrale seines Unterbewusstseins. Hier ist der Sitz der negativen Bilder und Vorstellungen, mit denen der Klient unbewusst sein Denken programmiert hat. Wenn er den hintergründigen Mechanismus durchschaut hat,
Wie sich diese negativen Vorstellungen immer und immer wieder in seinem Leben verwirklicht haben, so ist es an ihm zu wählen, welche positiven Vorstellungen er nun stattdessen annehmen und sich zu eigen machen will. Oberster Grundsatz jedes wirklichen Heilungsprozesses ist ja, dass der Klient selbst seinen Weg findet und Herr seiner Entscheidungen wird. Die Praxis von Erhard Freytag ist ein geistiger und sozialer Körper, der in einem ständigen Rhythmus von innerer Ruhe und äußerer Betriebsamkeit pulsiert. Betritt man das Büro, dann ist, wenn auch auf andere Weise, auch hier der gleiche Geist spürbar, den wir bereits im Therapiebereich wahrgenommen haben. Es ist der Geist der inneren Mitte, freundlich und aufmerksam, der einen auch inmitten konzentriertester Aktivität zum Verweilen einlädt. Erhard Freytag ist auch als Autor mehrerer Bücher weithin bekannt geworden. Seine Seminare sind oft bereits lange im Voraus ausgebucht. In einer täglichen Flut von Briefen bitten Menschen um geistigen Rat. Und die Telefone produzieren eine ständige Begleitmusik. All dies wird hier ohne Aufregung und Hektik bewältigt. Die innere Einheit, die jeder freie und glückliche Mensch ausstrahlt, ist auch in diesem größten europäischen Zentrum für positives Denken Wirklichkeit geworden. Aber was ist eigentlich aus Frau Steiner geworden? Inzwischen hat sie ihre Therapie beendet. Das müsste man ihr doch eigentlich ansehen. Ich spreche jetzt mit Frau Ariane Steiner. Frau Steiner hat ihre Therapie beendet. Sie ist etwa 30 Stunden bei uns gewesen. Und ich glaube, sie hat gelernt, sich das vorzustellen, was sie möchte, dass es ist. Frau Steiner, Sie strahlen, wenn man Sie gesehen hat, wie Sie zu uns gekommen sind, ein Unterschied wie Tag und Nacht, so wie man sich das wünscht. Wie geht es Ihnen heute? Es geht mir blendend. Ich habe immer Zweifel daran gehabt, dass so etwas funktionieren kann, was hier abläuft. Ich habe das auch artikuliert, gleich von Anfang an. Aber es funktioniert. Und ich denke, dass ich meine Lektion gelernt habe. Es fällt mir schwer, negativ zu denken. Und ich freue mich so, es ist so einfach, es ist so eine simple Angelegenheit. So einfach. Wie ein Schalter von positiv, negativ umschalten. Ja, heute kapiere ich das. Ja. Es ist so schade, dass man das so spät versteht. Selten zu früh, nie zu spät, wie bei der Karies. Ja. Frau Steiner, danke, alles erdenklich Gute und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Frau Berger, wie geht es Ihnen heute zum Abschluss der Therapie? Ja, ich fühle mich sehr gut. Als ich vor ungefähr 3,5 Wochen hier angekommen bin, hätte ich nicht geglaubt, dass sowas möglich ist. Mhm. Ich hatte es zwar gehofft, aber dieses Ergebnis hätte ich nicht erwartet. Wenn Sie mal Ihre Rose anschauen, die Sie als Symbol in der letzten Stunde mitbekommen haben, so möchte ich, dass Sie sich diese Rose aufheben und sie als das betrachten, was sie ist. Eine Erinnerung und ein Hinweis auf Ihre Möglichkeiten, die in Ihnen stecken und die Sie jetzt entdeckt haben. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die mir geholfen haben. Das freut mich. Und ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Leben alles Gute und viel Kraft. Jeden Tag. Dankeschön.